Moin, ihr Lieben. Hallöchen hier von meiner kleinen Balkonkabine. Es gibt ein paar technische Probleme mit YouTube und auch mit Twitch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran die liegen. Ihr müsst mir mal bitte, bevor es losgeht, jetzt kurz ein Feedback geben, ob die Streams beide laufen bei Twitch und bei YouTube. Bei Twitch konnten wir den Titel nicht ändern, bei YouTube konnte ich irgendwie den Stream nicht starten, musste da jetzt irgendwie manuell was basteln, damit das funktioniert. Gebt mir doch bitte mal Feedback, ja, ob ihr ein Bild habt, ob ihr einen Ton habt, und dann kann es gleich losgehen. Also, ich lese hier, YouTube läuft, beide laufen, schreibt Sebastian Kolze. Ja. Bild und Ton top. Okay, okay. Wollen wir mal schauen, ob das Ganze hält. Ja, hoffen wir mal, dass das funktioniert. Also, ich bin hier auf meiner wundervollen Balkonkabine, die der Fabian ausgesucht hat. Auf Deck 9 bin ich. Ihr seht, ich bin hier quasi Backboard vom Bug, kann also hier zum Bug rüber filmen, habe aber auch die Möglichkeit, da ganz links rüber. Über mir ist die Brücke, die Brückennok, die sehe ich. Und ich weiß gar nicht genau, wo wir sind. Wir müssten eigentlich so Brunsbüttel bald sein, denke ich mal. Es ist ein bisschen windiger geworden und ja, wir segeln einem wunderschönen Sonnenuntergang entgegen. Es ist einfach toll. Also es ist richtig toll. Das Ablegen war schon emotional, es war auch ein bisschen chaotisch, viele Leute. Ja, also Tanja noch mal zu sehen, war natürlich echt sehr, sehr schade. Und ja, den Dennis, den habe ich dann eben auch nicht so richtig gefunden, zum Schluss dann aber doch. Ja, und jetzt hoffe ich, dass das hier funktioniert. Das ist jetzt auch so ein kleiner Test, wie die Streams hier direkt aus der Kabine von meinem Balkon funktionieren. Das heißt, ich verspreche mir natürlich davon, dass wenn wir übermorgen dann in Norwegen ankommen und in die Fjorde reinfahren, wir dann richtig tolle Bilder bekommen, ne? Und das Schöne ist natürlich, dass ich hier, ich nehme mal den Chat hier nebenbei, das Schöne ist, dass ich hier natürlich auch ein bisschen meine Ruhe habe. Also man muss fairerweise sagen, es sind natürlich viele Menschen an Bord und nicht jeder hat natürlich Lust, gefilmt zu werden. Ihr habt das mitbekommen, wenn man an Deck ist und da viele Menschen sind, dann muss man natürlich da ein bisschen Rücksicht nehmen. Deshalb habe ich auch teilweise nach oben gefilmt. Hitze war das andere Problem, damit habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet. Und naja, jetzt segeln wir langsam Richtung Nordsee. Ich denke, ein kleines bisschen dauert das noch. Und ja, ich hoffe, dass wir einen schönen Sonnenuntergang haben. Ich weiß gar nicht, ob wir noch ein bisschen Schiffsverkehr haben. Da könnt ihr gerne mal etwas auf den Vessel Finder gucken und mir dann eine Info geben. Ja, Essen war dann auch gleich ein, ja, wie soll ich sagen? Das war dann gleich so ein Moment, wo ich sagte, okay, verschieben wir mal auf später, weil wir dachten uns ja, nach dem Stream gehen wir erstmal was essen. Bin mit Fabian dann runter und ja, erste Restaurant, wo Fabian sagte, ach komm, hier essen wir mal was. Schlange. Gleich mega Schlange am Buffet, habe ich gesagt, komm, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf, wir verschieben das auf später. Sind dann also runter im Eingangsbereich, da gibt es ja diese Currywurstbude, haben uns da erstmal noch schnell eine Currywurst geholt. Und ja, so habe ich mir dann erstmal schnell einen Snack gegönnt, weil ich hatte jetzt echt überhaupt keinen Bock da anzustehen. Ne? Das kann ich dann später machen, kann auf jeden Fall noch mir nachher da irgendwie einen Snack holen. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, für mich ist eine Kreuzfahrt jetzt gar nicht so. Für mich geht es hier nicht ums Essen. Also Essen muss man halt einfach machen und es ist auch schön, wenn es lecker Essen ist, aber am Buffet Schlange stehen, das ist so etwas, wo sich bei mir so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, die Nackenhaare aufstellen, aber das versuche ich nach Möglichkeit zu vermeiden. Ja, schön, dass ihr erstmal da seid. Wir können auch gleich mal versuchen, ob ich euch mit der Handykamera mal meine Kabine zeigen kann. Jetzt will ich erstmal gucken, dass hier der Stream läuft mit meinem kleinen Mini-Setup und will mal so ein bisschen rumschwenken.
Es kann natürlich sein, dass wir zwischendurch immer mal wieder ein paar Probleme bekommen. Ich weiß nicht, wie gut der Empfang ist auf der Elbe. Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. So, ihr seht, da hinten werden wir nachher hoffentlich einen wunderbaren Sonnenuntergang haben. Und ja, wir machen auch gleich mal eine, ja, was heißt eine Roomtour? Also ich kann natürlich einmal gleich in meine Kabine reinfilmen, damit ihr das einfach mal seht. Und ja, hier, soweit kann ich nach links rüber filmen. Und wenn ich nach oben gehe mit der Kamera, dann seht ihr, ich bin hier quasi so ein bisschen unterhalb von der Brückennock. Das ist hier die Situation. Meine Hoffnung ist, dass wir von dieser Kabinenposition dann in Norwegen echt tolle Bilder bekommen, wenn es in die Fjorde reingeht. Ja, und jetzt ist aber erstmal hier so ein bisschen Ruhe angesagt. Also es ist auch, glaube ich, nichts los. Also ja, doch, da hinten sehe ich so ein bisschen Schiffsverkehr. Also wir haben jetzt auf jeden Fall Zeit, hier auch mal ein bisschen zu gucken. Ich kann ein bisschen in den Chat gucken. Also Leute, das war echt der Wahnsinn, ne? Das war echt der Wahnsinn vorhin. Beim Auslaufen. Bastian fragt, ob es keinen Starlink gibt. Doch, Starlink gibt es hier an Bord. Im Moment habe ich natürlich noch Mobilfunknetz, aber das Starlink habe ich vorhin schon mal getestet und das machte nicht so den besten Eindruck. Ich weiß nicht, woran es liegt. Starlink, also ich kenne Starlink besser. Ich habe ja selber auch einen Starlink Mini, aber ja, ich muss es ausprobieren. Also ich kann es euch noch nicht abschließend sagen. Das gibt es, ich habe das auch gebucht, aber ich muss halt gucken, ob es gut genug ist zum Streamen. Im Moment haben wir noch Mobilfunk und es ist am Schwanken. Also ich sehe, die Bitraten sind stark am Schwanken. Das kann sein, dass wir immer mal Einbrüche haben. Es kann sein, dass das Bild mal kurz weg ist, mal kurz die Verbindung unterbrochen ist. Da müssen wir dann halt einfach mit leben. Guck mal, Hertus schreibt auch, Twitch hat aktuell Störungen, Nachrichten, die mit Ad sind und was schreibt er? Nachrichten, die mit Ad sind oder Antworten auf eine andere Nachricht scheint aktuell nicht im Chat anzukommen. Ja, genauso war es nicht möglich, den Streamtitel zu ändern. Also wir haben noch bei Twitch den Streamtitel von dem ersten, konnten wir nicht ändern. War absolut nicht möglich. Ich habe es probiert, dachte erst, es liegt irgendwie an mir oder meinem Netz und dann hat der Sebastian Kolze das nochmal probiert, er hat aber die gleiche Fehlermeldung bekommen. Er hat es dann auch nochmal beim anderen Kanal probiert und sagte, da war das Gleiche. Ja, Tim fragt, wie es mit Wind hier auf dem Balkon ist. Also es ist ein bisschen windig, aber es ist okay. Also ich könnte mir natürlich vorstellen, wenn hier richtig Wind aufzieht, dass es dann vielleicht auch unangenehm wird. Aber das werden wir dann in den nächsten Tagen sehen. Je nachdem, was da so los ist. Guck mal, Jens schreibt auch, er kommt bei Twitch nicht rein. Ron meint, Fix Zoom sind schon dran. Ja, also Twitch scheint aktuell Probleme zu haben. Fabi möchte wissen, wer der Kapitän ist. Lasst mich mal gerade, es gibt hier so ein Papier. Man bekommt hier ja immer so eine Art Bordzeitung ausgehändigt. Da ist dann immer alles drauf, was so aktuell ist. Und hier gibt es auch etwas, der General Manager, also der Kapitän ist David Rienecker. Und von dem habe ich hier auch so ein Zettelchen mit Sicherheit und allem drum und dran. So. Jetzt will ich mal gucken. Ja, jetzt habe ich natürlich mal ein bisschen Zeit, hier etwas in den Chat zu gucken. Whiskyhase fragt, ob ich einen Kanister Elbwasser dabei habe. Nee. Ach, so lange ist es dann ja auch nicht, ne? Captain Chaos meint, Kabine liegt wirklich gut. Ja, das ist... er fragt, was kostet die größenordnungsmäßig für so eine Reise? Also ich sag mal, das Teure an der Geschichte ist natürlich, dass ich alleine reise, ne? Und alleine zahlt man natürlich den Aufpreis, also man zahlt quasi das Doppelte. Also diese Reise, die kostet schon irgendwie, was kostet die? 3.500 Euro oder so. Irgendwie sowas, oder war es 3,2 oder 3,6? Also es ist schon, sagen wir mal, 3,5. Also es ist schon echt teuer, ne? Es wäre wirklich schön gewesen, jetzt mit Tanja das hier zu machen, aber das habe ich ja schon gesagt, funktioniert halt nicht. Ganz einfach deshalb, weil wir unseren alten Hund haben und die Hunde gehen bei uns
über alles. Katrin möchte wissen, welche Show gibt es heute in der Primetime. Katrin, ich habe keine Ahnung. Also das steht hier sicherlich auch in einem der Blättchen drin. Muss mal gucken. Ja, hier steht so alles Mögliche an Programmen und so. Also hier gibt es Entertainment Show, Just Swinging, AIDA Stars Shine, AIDA Primetime mit Tobias gibt es. Aber das sind alles Dinge. Ich habe mir gesagt, ich werde mich da morgen mit beschäftigen. Wir haben ja morgen dann den Seetag. Und an diesem Seetag, da werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht streamen. Und dann werde ich mir mal ganz in Ruhe hier alles zu Gemüte führen. So, wo sind wir denn eigentlich? Ist das hier? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wo wir gerade sind. Das wisst ihr wahrscheinlich besser, wenn ihr mal auf den Vessel Finder guckt. Ich werde gleich mal versuchen, ob ich mit dem Handy als zweite Kamera euch mal die Kabine zeigen kann, weil die ist echt schön. Also die ist richtig, richtig schön, ne? Robert fragt, ob es einen Rundgangsstream gibt. Robert, das Problem ist ganz einfach, dass im Schiff Streamen es ist eine Katastrophe. Wie gesagt, ich muss das morgen noch mal gucken mit dem Starlink, mit dem Bordnetz hier, ob da irgendetwas geht. Aber Stand jetzt würde ich sagen, hier im Schiff wird Streamen eher schwierig. Aber ich kann euch gleich mal, und das will ich gleich mal probieren, ich will gleich mal versuchen, ob ich euch mein Zimmer zeigen kann. Die Kaya ist gerade Steuerbord, schreibt Lama Jana. Sehe ich gar nicht. Kaya? Kommt die uns entgegen oder kommt die von hinten? Ich habe jetzt natürlich auch nicht das Objektiv mit dem Mega-Zoom dabei, es ist ein bisschen mehr Weitwinkel. Manuel, die Kabinennummer ist 92, ich glaube 04. Ah, jetzt konnte Sebastian auch den Titel auf Twitch ändern, also die scheinen da irgendwas zu fixen aktuell. So, lasst mich mal probieren, ob ich das hinbekomme. Ich bin Höhe Brunsbüttel. Ah, okay. Oh, die Sonne, die knallt aber auch. Die knallt. Ich will mal gucken, ob ich mit dem Handy eine zweite Kamera machen kann. Und so. Ah, jetzt haben wir eine zweite Kamera Bild in Bild. Also das funktioniert schon mal. Also jetzt kann ich die auch auf Fullscreen schalten. Oder? Nee, da ist irgendwas, funktioniert da gerade nicht. Moment. Warte mal, wie kriege ich die denn auf Fullscreen? So habe ich das nicht geplant. Moment. So habe ich das nicht geplant. Sekunde mal. Sekunde. Hallo. Ach, Wunder der Technik. Oh, jetzt habe ich die Connection zum Server verloren. Bitte bleiben Sie ungeduldig. Bitte bleiben Sie einen Moment ungeduldig. Es könnte jeden Moment weitergehen. Gibt es da nicht. Streamen auf dem Wasser, eine ganz neue Herausforderung. Habt ihr überhaupt noch ein Bild? Ich sehe gerade gar keinen Chat.
Also hier geht gerade gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt ein Streambild habt. Verdammt. Okay. Bild ist da, Ton auch. Okay, gib mir mal einen Moment. Sebastian sagt, die Einblendung funktioniert noch nicht. Sebastian, das müsste jetzt gleich funktionieren. Aber jetzt will ich mal kurz gucken, ob ich das hier hinbekomme. Ja, Moment mal. Oh Gott, was ist denn hier los? So, jetzt müssten wir die Handkamera haben, aber okay. Also ich weiß jetzt nicht, wie gut das funktioniert, aber ich mache jetzt mal hier eine kleine Tour. Also ihr seht, hier habe ich mein Stativ aufgebaut auf dem Balkon. Ich glaube, da in der Ecke ist sogar eine Hängematte. Ja, und hier habe ich so mein kleines Plätzchen. Und der Balkon geht aber hier bis darüber. Das ist also echt cool. Hier mit Blick vorne auf den Bug. Das ist schon echt geil. Also die Kabine ist richtig, richtig toll. Gefällt mir richtig gut. Ja, und dann, ich versuche mal reinzugehen und hoffe, dass das jetzt ganz gut funktioniert. Ja, ich bin natürlich immer Chaos-Paddy. Bei mir ist immer unaufgeräumt. Aber ihr seht hier, ne, natürlich so ein bisschen Schreibtisch, Fernseher, Glotze. Ja, Teppich im Tiger-Look. Bett. Eine Pulle Prosecco war auch da. Also schon geräumig, ne? Also ich weiß gar nicht, wie groß die ist, so 20 Quadratmeter oder so. Irgendwie sowas um den Dreh. Bad. Ja, nicht spektakulär, aber tut, ne? Ja. Ja, das ist also hier so die Kabine. Ich weiß nicht, was man sonst so zeigen kann. Ja, die Pulle Prosecco musste ich aufmachen, sonst wäre sie warm geworden. Ich hoffe, ihr konntet das alles ganz gut sehen. Und jetzt muss ich mal schauen, ob ich hier wieder... Ah ja. Ich bin so ein bisschen gehandicapt insofern, dass ich nicht immer den Chat mitbekomme, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin. Beziehungsweise wenn ich jetzt hier irgendwie mit der Handkamera unterwegs bin. So, jetzt bin ich aber wieder dabei. Ja, Dirk fragt, was kostet es, dauerhaft einzuziehen? Schön wär's, ne? Schön wär's, ja. Katrin weiß es ganz genau. Sie sagt, 16 Quadratmeter Balkon sind das und 20 Quadratmeter Kabine. Ja, das kommt ungefähr hin. Also das würde ich unterschreiben. Das passt eigentlich ganz gut. Das passt ganz gut. So, jetzt sehe ich hier mal den Kekel. Der ist seit 15 Monaten dabei. Moin, lieber Kekel. Ich grüße dich ganz herzlich. Und Guido schickt mal 2 € Superchat. Fragt, sind das Lampen oder Insektenfänger? Ja, keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen, aber wir können mal da... Warte mal, ist da nicht gerade... Geht der jetzt hier gerade Brunsbüttel durch? Da liegt, glaube ich, gerade ein LNG-Tanker. Das müsste hier dieses LNG-Terminal sein. In Brunsbüttel, an dem wir gerade vorbeifahren.
Und Halunderjet ist übrigens schon durch. Jetzt müsste eigentlich auch gleich dann irgendwann der Lotsenwechsel hier vonstatten gehen. Kriege ich natürlich nichts mit. Ich denke mal, ja, also direkt die Seite vom Schiff kann ich natürlich nicht sehen. Keine Ahnung, ob eins von den Booten, die da ankommen, ob das der Lotse ist. So. Andreas fragt, ob er irgendwo die genaue Route sehen kann. Du, Andreas, ich versuche mal gerade, die Route einzuspielen. Ich habe ja so eine Animation vorbereitet und schau mal gerade, ob das funktioniert. Ja, ich glaube, das funktioniert. Da siehst du die genaue Route. Also der erste Stopp, der wird Flom sein. Ich habe ja gelernt, das spricht man Flom aus, das A mit diesem Kringel da drüber. Dann geht es weiter nach Ålesund, Molde, Andalsnes, Nordfjordeid, dann zu dem berühmten Geirangerfjord und auf dem Rückweg nochmal Haugesund und dann nach einem Seetag geht es wieder zurück in das schöne Hamburg. Ach, guck mal, die Sonne jetzt hier fast direkt am Vormast. Könnte uns schlechter gehen, oder? Könnte uns schlechter gehen. Paul Luis, ja genau, das ist die Aida Prima. Torbenmensch, 25 Monate schon. Er sagt, frag doch mal den Kapitän, ob du von der Brücke streamen kannst. Also der Fabian, der macht das ja schon länger mit den ganzen Kreuzfahrten. Der ist ja hier Kreuzfahrt-Influencer und so weiter. Und der hat sich auch ein bisschen darum gekümmert, dass wir hier irgendwie einen persönlichen Ansprechpartner haben. Und der meint, die machen dann auch viel möglich. Ich denke mal, wir werden es auch irgendwie hinkriegen, mal auf die Brücke zu kommen. Mit Stream, er sagt, ist höchst unwahrscheinlich, aber schauen wir mal. Ne? Schauen wir einfach mal. Keine Ahnung. Gucken wir mal, ob da irgendwas geht. So, ich glaube, da kommt das Lotsenboot. Gerade hinter dem Mast. Fährt jetzt an die Seite. Jack Augs fragt, wie umfangreich ich plane, die Reise zu streamen. Ja, also es wird alles so ein bisschen davon abhängig sein, wie gut das mit dem Netz ist. Ich habe mir sagen lassen, dass das in Norwegen ja sehr gut sein soll. Ich möchte schon gerne den Großteil der Ein- und Ausläufe in die Häfen filmen. Also möchte da schon gerne... Sag mal, habt ihr auch irgendwie oben im Bild was mit Service unavailable? Oder ist das nur meine Vorschau, die hier kaputt ist? Da steht irgendwas mit Service temporarily unavailable, ne? Aber was ist denn das? Was ist denn das, was da oben eingeblendet wird? Ey, heute ist aber auch echt alles im Eimer, ne? Heute ist echt alles im Eimer. Ist nur bei YouTube, sagt Sebastian Kolze. Guck mal, jetzt müsste es weg sein. Ja, Stream Elements hat auch irgendwie Probleme. Ne? Bei Stream Elements funktioniert auch irgendwas nicht. Wo war ich stehen geblieben? So, Remo schreibt mir gerade, dass wir keine Einblendung haben. Also heute ist echt der Wurm drin. Heute ist echt der Wurm drin. Naja, also wo war ich stehen geblieben? Was plane ich zu streamen? Also ein Großteil der Ein- und Ausläufe. Ich möchte natürlich schon gerne streamen, wie wir in die Fjorde reinfahren. Also Fabian hat auch erzählt, nach Flom rein. Das soll echt richtig schön sein. Also das kann wirklich früh losgehen. Da sollen wir irgendwie um 11 Uhr dann im Hafen sein. Es kann sein, dass wir da wirklich sehr, sehr früh schon anfangen, ein bisschen was zu streamen. Aber wie gesagt, ich muss das halt immer so ein bisschen von den Gegebenheiten abhängig machen. Aber mein Wunsch ist natürlich schon, euch da möglichst viel zu zeigen. Ob ich dann an Land, bei den Landgängen auch was streame, das würde ich dann spontan entscheiden.
weil so ab und zu muss man natürlich auch mal ein bisschen runterkommen und ja, braucht dann einfach auch mal ein kleines Päuschen. Ne? Lockdown, die fragt, auf welcher Höhe der Elbe das gerade ist. Also es müsste so ungefähr Einfahrt Brunsbüttel, Nordostseekanal sein, wo wir gerade vorbei sind. Holgi sagt, hör auf, es ist perfekt, wie es ist. Ja, ihr wisst doch, dass ich so ein bisschen nerdig bin und ich werde immer ein bisschen nervös, wenn die Technik nicht so richtig mitspielt. Aber solange wir ein Bild haben und nur so ein bisschen so Einblendungen und solche Sachen nicht funktionieren, ist das doch eigentlich alles ganz okay. Da sind 2 Schiffe, die warten wahrscheinlich auf die Einfahrt in den Nordostseekanal. Und ja, rechts ist einfach so ein Schlur. Ich kann da mal rüberschwenken. Boah, das Gegenlicht ist natürlich gerade richtig schön. Also man sieht nicht so wahnsinnig viel. Man sieht so ein bisschen da die Mole. Da geht es dann nach Brunsbüttel rein. Ich denke mal, die beiden Schiffe, die wollen da gleich irgendwie rein. Ich weiß gar nicht, kommt irgendwas Größeres? Ach, Fidelo und Nordic Porto sind das. Okay, danke, danke, danke. Tobi fragt, ob das Ganze an die Containerfrachtschiffreise erinnert. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also natürlich schon mit dem Rausgucken, aber eine Frachtschiffreise lebt ja davon, dass man den Schiffsbetrieb mitbekommt. Das heißt, auf der Frachtschiffreise, was habe ich da gestreamt? Da habe ich gestreamt, wenn wir abgelegt haben, dann war ich aber mit auf der Station. Dann habe ich gefilmt, wie die Leinen losgemacht wurden oder wie sie festgemacht wurden. Ich war auf der Brücke, wenn der Lotse dazu kam. Das ist was ganz anderes. Ne? Also das kann man gar nicht vergleichen. Ich glaube, das sind also wirklich 2 völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Eine Frachtschiffreise und eine Kreuzfahrt. Klar sieht man natürlich teilweise ähnliche Dinge, das schon, aber ansonsten würde ich sagen, sag mal, klopft das hier gerade bei mir? Wartet mal kurz. Hi. Da ist der Fabian. Hey, komm rein. Danke, danke. Cool, dass du da bist. Warte, ich mache ein Mikro fertig. Gerne, gerne. Ich mache ein Mikro fertig. Ich hatte gehofft, dass du mich hörst. Aber ja, doch. Ja, es ist ja so ruhig hier vorne. Ja, sehr gut. Es ist ja so ruhig. So. Dankeschön. Ist auch mal ein Mikro in anständiger Größe, nicht so ein Mini-Teil. Stimmt, sehr gut. Ja. Ja, hervorragend hier. Ich dachte, ich komme mal noch mal für so eine Ja, Stunde absolut. oder so Komm, ich drehe noch mal die Kamera rüber, dann können wir uns da. Ist zwar Hallo. ein Gegenlicht. Ja, das stimmt. Wir müssen ein bisschen zurückgehen, sonst ist das etwas nah dran. Also es ist jetzt heftiges Gegenlicht. Ihr seht zwar wahrscheinlich nur 2 Silhouetten, aber so, oder? Ja, 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 hier ist ja dieses, ich weiß gar nicht, wofür ist das? Ist als Windschutz ist das ein gedacht. Windschutz ja, nochmal, richtig. ne? Genau. Also vielleicht sehen wir es in Norwegen die Tage mal, wenn es mal ein bisschen windiger wird, dann weißt du schon warum, weil wenn man die Tür öffnet, dass es halt nicht direkt so reindrückt. Ja. Steht natürlich voll im Weg, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, also auslaufen war schon ein bisschen aufregend, ein bisschen chaotisch, muss ich sagen. Aber jetzt diese Ruhe hier, ne? Ist toll, oder? Also wirklich. Also ist schon wirklich traumhaft, hier auf der Elbe zu fahren, die Schiffe zu sehen, die Landschaft vorbeiziehen zu sehen. Ja, wir sind auch, glaube ich, ein bisschen langsamer geworden, weil gerade Lotsenwechsel ist. Der müsste eigentlich, weiß nicht, ob der schon war, ihr könnt das sehen auf dem Wesselfinder. Aber ich habe ja auch ein bisschen Chat. Ja, sehr schön. Na, da können wir mal so ein bisschen reinschauen. Das sieht nach echten Urlaubsgefühlen aus, ja. In der Tat. Ich habe das gerade schon gesagt, also es hat ein Zuschauer gefragt, ob das vergleichbar ist mit der Frachtschiffreise, die ich gemacht habe. Aber ich finde, das sind 2 völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Eine Frachtschiffreise macht jemand, der gut alleine sein kann, sich sehr gut mit sich selbst beschäftigen kann und der aber auch von dem
maritimen und nautischen Teil was mitbekommen möchte. Weil du ja bist die ganze Zeit auf der Brücke, bist mit der Crew unterwegs. Ne? Ja. Das ist hier halt ein bisschen was anderes. Ja. Nathalie fragt, ob du auch so eine schöne Kabine hast. Ja, tatsächlich genau hier drüber. Also auf gleiche Kabine, Deck 10. Moin. Servus. Ja. Genau, also exakt identisch und ich mag das persönlich sehr. Ich war kürzlich auf AIDA Cosma vor 2 Wochen und da hatte ich auch wir müssen uns irgendwie anders hinstellen, sonst verdecken wir uns gegenseitig. Da hatte ich auch eine Bugkabine, ziemlich genau in der Mitte. Da war der Balkon natürlich nicht so breit wie hier, das ist jetzt ein großer Vorteil, aber dafür richtig tief. Ich liebe es einfach sehr, hier diesen Blick in Bugrichtung zu haben. Auch wenn es einen Nachteil hat für erfahrene Kreuzfahrer, die es wissen, die seitlichen Kabinen haben ja einen Glasbalkon und das ist hier stahlummantet. Das heißt, der Ausblick sitzend vom Stuhl aus ist eingeschränkt. Ja. Das ist der Nachteil, aber ich finde, die Vorteile überwiegen. Also ich hätte diesen Nachteil jetzt gar nicht gesehen, du sagst schon erfahrener Kreuzfahrer. Genau, ich hätte das jetzt gar nicht realisiert. Genau, ja. Also die seitlichen Balkone, die haben alle eine Glas, also fast alle, nicht alle, aber die meisten haben einen Glasbalkon und da kannst du halt durchschauen. Ne? Das ist ein Vorteil. Interest, ja ganz genau, das ist der Kreuzfahrtmann aus Bielefeld. Wie süß, wie süß, ja. Tom, ganz, ganz lieben Dank. Tom haut hier gleich mal wieder ein 5er-Pack Subs auf Twitch raus. Danke, danke. So. Ja, die Lars, genau, die Schleuse haben wir jetzt hinter uns, beziehungsweise wir sind ja nicht durch die Schleuse gegangen, sondern dran vorbei. Fabian, hier kam noch mal die Frage nach dem Preis. Ich habe das gar nicht mehr ganz im Kopf. Jetzt habe ich ja den Nachteil, dass ich alleine reise, deshalb zahle ich ja den doppelten Preis. Fast, ne? 80% Aufschlag, nicht komplett der doppelte Preis. Fühlt sich aber so an. Ja. Fühlt sich so an. Es gibt aber auch Reisen, wo es vor allem auch kurzfristiger, immer wenn die Reedereien noch Verfügbarkeiten haben, kurzfristig, dann wird der auch mal gesenkt, der Zuschlag. Das ist halt immer so die Sache. Wenn man langfristig planen möchte, dann kann man nicht von den kurzfristigen Aktionen profitieren. Diesen Sommer gibt es die, letzten Sommer war es aber viel weniger der Fall. Es kommt immer darauf an, wie gerade so die Auslastung ist. Also es lässt sich halt so ein halbes Jahr vorher auch immer schlecht prognostizieren. Der Preis, ich glaube, was kostet es pro Person in der Balkonkabine? Um die 2000 an sich, ne? Also ich meine, für diese Kabine ging das bei 1,6 los. Dann kommt's pro halt Person genau. Und dann kommt es immer noch drauf an, mit All-Inclusive, ohne All-Inclusive, also mit Getränke oder ohne Getränkepaket, ob dann eben eine Verandakabine Komfort, wie es jetzt ja in diesem Fall auch so ist, also etwas größer, oder eben eine klassische Verandakabine, ob Innenkabine, Außenkabine. Das hängt von so vielen Parametern tatsächlich auch ab. Aber ich finde, so ein Balkon ist schon, tut zwar ein bisschen im Geldbeutel weh, aber ich denke, wenn man so eine Reise nicht ständig macht oder alltäglich. Ne? Genau, ja. Aber gut, man muss fairerweise sagen, es gibt natürlich auch viele Menschen, bei denen kommt es dann doch auf 500 € an. Klar, und da gibt es dann natürlich auch andere Möglichkeiten. Ne? Ja. Also das ist ja hier auch eine Route jetzt 11 Tage mit dem norwegischen Erzähl mal ruhig weiter, ich will mal darüber schwenken, ja. weil wir hier, die Landschaft ist gerade auch so schön. Das stimmt, absolut. Es ist ja hier jetzt auch eine besondere Route, die wir haben. 11 Tage mit den Fjorden, die sind immer noch mal etwas hochpreisiger als jetzt so diese kleineren Routen, die es ja auch gibt. 7 Tage, zum Beispiel auch mit der AIDA Nova, mit dem größten Schiff ab Kiel. Da ist es so, dass es durchaus gerade auch interessante Angebote gibt, unter 1.000 € pro Person. Und das ist dann nochmal erschwinglicher. Ja. Vivo fragt, ist das eine Premium-Buchung? Ja. Ja? Premium-Buchung Was heißt das? Das heißt, dass wir die Kabinennummer auswählen konnten. Das ist der größte Vorteil. Das heißt, wir haben ja, das war dir ja auch besonders wichtig, dass wir eine Kabine haben, wo wir einen guten Ausblick haben. Und dementsprechend haben wir die bewusst ausgewählt. Das ist der Premium-Tarif. Darüber hinaus, was ich dir sagte, mit deinen 2 Wasserflaschen pro Tag, die dabei sind und so Kleinigkeiten. Man kann eine Option anlegen, also für 3 Tage erstmal reservieren, bevor es fest wird. Das hat noch den einen oder anderen kleineren Vorteil, aber das ist der wesentliche, dass wir hier eben die exakte Nummer auswählen können. Ja. Ja, sie möchte wissen, wie hoch meine Happy-Skala aktuell ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin momentan noch so ein bisschen stressüberwältigt. An Bord gekommen, erstmal orientieren, erstmal ankommen, dann gleich den Stream machen. Ja. Ich habe das eben schon gesagt, das erste Essen gleich übersprungen, aufgrund von
akuter Überfüllung am Buffet. Ja, ja. Und stellt mir so eine Frage fairerweise mal lieber in der Mitte oder am Ende der Kreuzfahrt. Ja. Denn ich denke, es gibt hier so einige Momente und Aufs und Abs. Ne? Absolut. Es ist ja auch der erste Tag. Erstmal großes Schiff, viel zu erleben, viel zu sehen. Erstmal ankommen, reinkommen. Das ist ja auch wichtig. Hier ist gerade noch die Frage nach der Terrasse am Bug. Es gibt hier ja zwei. Es gibt ja einmal hier quasi direkt vorne so einen Bereich, der ist so überdacht, ne? Du meinst ganz vorne in der Spitze? Genau. Das ist der Außenbereich der Spraybar. Das ist eine der Bars hier an Bord. Das ist wirklich toll, weil da kannst du bis vorne in die Bugspitze gehen und da runter gucken und richtig sehen, wie sich dieser Kussmund durchs Wasser schneidet. Das geil. ist mega, das können wir morgen am Seetag mal anschauen. Ja, da müssen wir ein paar Videos, das können wir auf Instagram posten. Genau, ne? richtig, absolut. Und dann gibt es ja noch oben den Bereich vom Patio-Deck, aber das ist eben dann für die Gäste der Panoramakabinen und Suiten vorbehalten. Ja. Ich habe auch schon den FKK-Bereich gefunden. Ah ja, den gibt es auch. Bei AIDA gibt es den, ja, das stimmt. Ja. Bei meinem Schiff zum Beispiel nicht. Also das ist Ja. so unterschiedlich ist das teilweise. Ja. Lars fragt, ob die Kreuzfahrtschiffe alle durch die Schleuse fahren. Nee. Also wir fahren ja gar nicht durch eine Schleuse. Ja. Und Nord-Ostsee-Kanal ist ja einfach größenmäßig begrenzt. Ne? Ja. Ich habe die Maße jetzt nicht im Kopf, aber die AIDA Prima passt definitiv nicht. Gar kein Schiff der AIDA-Flotte. Hier sowas wie Deutschland, Europa, Genau. solche Schiffe, die fahren gerne mal durch den Nord-Ostsee-Kanal. Ich meine, irgendwas so um 200 Meter Länge, Ja. da ist dann irgendwo Feierabend, hat dann auch Also noch ein bisschen mit Tiefgang zu tun. Die Höhe tatsächlich auch wegen der Brücken. Höhe auch mit der Brücke. Ne? Also ich war im Januar das erste Mal durchgefahren Ja. mit der Hanseatic Spirit. Die ist klein, 136 Meter lang. Da ging das gut. Ja. Janni fragt, wie hoch mein Puls ist. Janni, ich kann dir das gar nicht sagen, aber ich habe das ja eben schon ein bisschen beantwortet. Also heute war tatsächlich, beim Auslaufen war, glaube ich, mein Puls schon recht hoch. Das war so eine Mischung aus Emotionen, Abschied, Tanja dann nochmal zu sehen. Es war so viel. Ne? Dann die Barkasse, Brigitte ist völlig eskaliert. Ich habe das ja gar nicht alles mitbekommen. Mir hatte der Remo vorhin noch geschrieben, dass die Barkasse dann noch so eine 360-Grad-Drehung gemacht hat im Stream. Das haben wir gar nicht wahrgenommen. Nee, ne? stimmt. Es ist so viel, es ist fast Ja. eine Reizüberflutung ja auch. Also überall total, was zu ne? sehen. Ja. Ja, hängt natürlich auch damit zusammen, dass es das erste Mal ist. Vielleicht hätte ich doch einen etwas früheren Check-in nehmen sollen, einfach um mich schon mal 2 Stunden mehr mit dem Schiff vertraut zu machen. Aber dafür morgen konnte ich ja, auspennen heute. Ne? Ja, zum einen das und dafür ist ja auch immer der erste Seetag. Ich liebe das persönlich, wenn der erste Tag immer ein Seetag ist, weil es ist viel entspannter. Morgen erstmal ausschlafen, in Ruhe das Schiff angucken, alles in Ruhe nochmal ablaufen und dann sich auf die Destination freuen. Hier haben wir nochmal im Chat die maximalen Maße für Nord-Ostsee-Kanal. 235 Meter Länge, 32,5 Meter Breite und ein maximalen Tiefgang von 9,50 Meter. Ah ja. Wobei das, glaube ich, auch eine Kombination aus beiden ist. Also du kannst, glaube ich, nicht ein 230 Meter Schiff mit 9,50 Meter Tiefgang. Also wenn du den maximalen Tiefgang hast, musst du, glaube ich, in der Länge wieder etwas. Aber ganz genau weiß ich das nicht. Müssen wir Malte fragen, wenn der mal wieder da ist. Ja. Ne? Skinner möchte wissen, ob es noch ein Captain's Dinner gibt. Gibt es sowas hier wie beim Traumschiff? Nee, ne? Bei AIDA nicht, nee. Haben die doch noch keinen Bock drauf. Das gibt es ja nicht. Also- Es gibt Schiffe, wo es das noch gibt, aber hier tatsächlich nicht. Ja. Ich gerade einmal hier reinschauen. Der Analogon ist auch seit 4 Monaten auf Twitch dabei. Ich danke dir vielmals. Ganz, ganz liebes Dankeschön. Und Nilsi hatte 5 Euro geschickt und schreibt, ein Bekannter von mir ist noch mit der AIDA Kara durch den NOK gefahren. War das erste AIDA-Schiff, Kara? Das erste, genau. Die hieß ja damals, als sie dann 1996 getauft wurde, nur AIDA erstmal. Bis dann irgendwann weitere Schiffe kamen. Dann hatte man dann noch auch Kara hinzugefügt. Aber das war das einzige Schiff auch der Flotte, das durch den Nord-Ostsee-Kanal gepasst hat. Die Aura und Vita, die später folgten, die passten auch schon nicht mehr durch. Die bringen uns hier um den Sonnenuntergang, ne? Aber ich glaube, wir müssen gleich noch Ja. mal nach Steuerbord Ja, drehen. ja, Ne? Also ja. wenn es raus auf die Nordsee geht, Genau, dann gibt es noch mal eine kleine Drehung. die Sonne kommt wieder. Ja. Sonst müsste ich hier noch mal Beschwerde einlegen. Ja. Guido schickt 2 Euro für Pommes mit Senf und Wunderkerze.
Ja, Pommes mit Senf lässt sich bestimmt machen. Ob das mit der Wunderkerze klappt, müssen wir mal schauen. Ne? Was hast du denn? Hast du dir irgendwas vorgenommen? Ihr habt vorhin schon ein bisschen Video gedreht. Du machst ja so viele Kreuzfahrten. Also du musst dir ja quasi schon, also zwingen ist das falsche Wort sicherlich, aber du musst dir ja schon sicherlich auch ein bisschen einen Plan machen, was ihr dann eigentlich hier nochmal zeigen wollt, damit es auch für eure Kunden, Zuschauer, ja, damit das dann nochmal so ja. einen Mehrwert hat. Ja, ja, ne? klar. Was habt ihr jetzt geplant? Genau, also was immer spannend ist, ist natürlich auch, dass wir ins Detail gehen. Wir jetzt hier mit dieser Kabine, exakt dieselbe nochmal oben drüber, zu zeigen, was macht diese Kabine im Detail aus. Ist es empfehlenswert, was sind Vorteile, was sind Nachteile, darauf einzugehen. Und dann gibt es jetzt eben auch Videos nochmal rund um Norwegen. Ich habe gerade ein Video, was ich aufnehme, so dieser Aspekt, wie bequem ist es denn eigentlich mit dem Schiff von Deutschland aus nach Norwegen zu fahren. Kurze Anreise nach Hamburg, je nachdem, wo man wohnt natürlich, aus Süddeutschland, aus München ist es ein bisschen weiter, klar, als wenn man jetzt in Kiel oder in Hannover wohnt. Aber die meisten haben eben eine nicht so weite Anreise. Und dann einfach aufs Schiff gehen, Koffer auspacken und mit einem Seetag nach Norwegen fahren. Das ist so das Ziel des ersten Videos, das wir hier aufnehmen. Und dann auch immer mal spontan gucken, was ergibt sich, was bietet sich an. Immer mit dem Ziel, halt Mehrwerte zu schaffen und Infos zu übermitteln. Das steht im Wesentlichen immer im Fokus. Ja, genau. Schauen wir einfach mal, was spontan so die Möglichkeiten ergeben. Ist ja auch mal wetterabhängig. Wenn das Wetter gut ist und sich viele Dinge ermöglichen oder ergeben. Schönes Norwegen-Video im strömenden Regen. Kommt in das tolle Norwegen. Ja, gehört aber auch manchmal dazu. Das hat alles. Ja, es ist die Realität. Ne? Ja. Was mich mal interessieren würde, also ich bin ja so ein etwas untypischer Kunde, weil ich habe gesagt, ich lasse das alles auf mich zukommen. Ja. Und eigentlich ist mir auch vieles mehr oder weniger egal. Ja. Essen ist mir nicht so wichtig. Ja. Was sind denn so die Dinge, die eigentlich deine Kunden am meisten interessiert? Also wo habt ihr so am meisten Aufklärungsbedarf? Also ja, das ist super, super unterschiedlich, weil die Bedürfnisse der Kunden auch so unterschiedlich sind. Und das ist auch im Grunde, das ist wirklich der wesentliche Grund, weshalb ich damals auch gesagt habe, ich möchte jetzt nicht nur noch YouTube-Videos machen, sondern ich möchte das Reisebüro haben und den Reisevertrieb, weil ich so viele Nachrichten immer bekommen habe von Zuschauern. Fabian, kannst du mir mal diese Frage beantworten? Kannst du mir mal jene Frage beantworten? Fühlt man sich auch wie die Auskunft ein bisschen, ja, oder? schon, ist ja an sich auch verständlich und alles gut, mache ich auch total gerne. Nur ärgerlich ist es dann halt immer, wenn ich die Infos gebracht habe oder geliefert habe und die Menschen dann in die Reisebüros dieses Landes gelaufen sind oder bei der Reederei direkt gebucht haben. Das ist natürlich dann nicht so erfreulich. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte sehr detailliert darauf eingehen können, gemeinsam mit meinem Team. Und deswegen halt das Reisebüro, weil wir diese Fragen bestmöglich beantworten können. Und was sind das so für Fragen? Ja, die Route ist immer ganz wichtig. Ja, das denke ich ist so mit das Erste natürlich. Genau, das ist immer so für viele. Aber jetzt so beim Schiff selber, beim Schiff, ja. Ist das Kabine, ist das Essen? Weil man sieht im Internet natürlich immer Schiffsrundgänge, Kabinenrundgänge. Da wird dann im Detail gezeigt, da wird dann im Bad wird unter dem Waschbecken das Schränkchen aufgemacht und dann in die letzte Ecke geleuchtet. Dann wird unters Bett gefilmt und geguckt, ob da irgendwelche Filzläuse sind oder so. Und da denke ich mir immer, ey, sag mal, man kann es doch auch übertreiben. Ja. Aber, oder ist das wirklich ein Thema? Also detaillierte Kabinenrundgänge zum Beispiel schon, mache ich ja auch, aber jetzt nicht so detailliert, dass ich in jede Ecke gucke, sondern einfach zeige, was bietet die Kabine an Komfort, was bietet sie an Stauraum, wie eben schon gesagt, welche Vor- und Nachteile etc. Aber ansonsten, ja, die Kabinenlage ist immer sehr wichtig für die Kunden. Wo buche ich die Kabine, um nicht so weite Wege zu haben, damit es nicht so laut ist etc. pp. Das können wir eben beantworten, weil wir eben die Schiffe auch kennen. Das ist halt bei vielen Buchungsstellen auch nicht der Fall. So, und dann ist natürlich immer noch wichtig, was ist inklusive? Was sind für Zusatzkosten? Was gibt es eventuell für versteckte Zusatzkosten? Oder ist schon alles mit dabei? Das ist auch immer noch mal eine große Frage. Was ist sonst noch Thema, was die Schiffe angeht? Wie ist das mit den sonstigen Zusatzleistungen, wie zum Beispiel Wellness? Ist das mit dabei? Hier bei AIDA zum Beispiel ja kostenpflichtig, der Wellnessbereich. Ja. Das heißt, wenn du gerne die Sauna möchtest, müsstest du dafür bezahlen. Okay. Kannst dir einen Halbtagespass buchen, einen Tagespass, einen Vormittagspass oder eben auch einen Stundentarif.
Bei anderen Reedereien ist das wiederum inklusive. Das ist halt super, super komplex. Ja, der Grundpreis wahrscheinlich wieder höher. Ja, ne? zumindest in der Regel. Gibt dann auch immer mal wieder Ausnahmen, aber das macht es halt super komplex. Und ja. Genau. Nico, vielen Dank für 5 Euro. Er sagt, wenn wir Glück haben, treffen wir später noch die AIDA Luna. Ja, die kommt, die läuft rein. Genau. Schauen wir mal, die ist irgendwo bei Sylt aktuell. Ne? Ich gucke mal gerade. Ja, dann ist ja noch die Frage, auf was ich mich mehr freue, Seetage oder Landtage. Ich glaube, beides hat seinen Reiz. Ich könnte mir vorstellen, eine Kreuzfahrt, wo es wirklich Schlag auf Schlag geht, jeden Tag ein anderer Hafen, ist ein bisschen, also da könnte man dann auch mal sagen, ich bleibe heute mal an Bord. Eine Kreuzfahrt mit nur Seetagen könnte sich vielleicht ein bisschen ziehen. Das kommt ja immer darauf an, was du gerne möchtest. Ob du wirklich sagst, du hast einen stressigen Job und willst einfach mal Ruhe haben, dann ist es in meinen Augen genau das Richtige. Aber wenn du sagst, okay, du möchtest was entdecken, was erleben, was sehen, dann sind natürlich Routen mit vielen Hafentagen gut. Also ich persönlich mag für meinen privaten Urlaub Atlantiküberquerungen total gerne. 7 Seetage, einfach nur Ruhe und Entspannung. Ja, das habe ich mit dem Containerschiff gemacht. Ja, siehst du, dann Containerschiff über den Atlantik. Wir haben 9 Tage gebraucht, 9 Tage, mit Maschinenausfall, mitten auf dem Atlantik. Ne? Ist die Maschine ausgefallen. Also es klingt jetzt dramatischer, als es ist. Ja? Okay. Aber jetzt schauen wir erstmal, hier kommt die MSC Mombasa uns gerade entgegen. Aber ich kann es ja gerne noch mal erzählen. Ja. Wir sind mit der Chicago Express über den Atlantik gefahren und wirklich mitten auf dem Atlantik. Ich bin draußen so ein bisschen rumgerannt, habe ein bisschen gefilmt und so. Und plötzlich merkte ich aber, dass das Wasser so an die Bordwand klatscht. Ne? Okay. Also es zog gar nicht mehr so an uns vorbei. Ja. Und ich denke, ey, sag mal, stehen wir jetzt oder was ist hier los? Ne? Ja, und dann bin ich hoch auf die Brücke und ja, wie das so ist, die Crew hat dann ja auch teilweise so einen seltsamen Humor und sagt, ja, Maschine kaputt. Ne? Maschinenschaden. Und ich so, ja super, toll. Die Realität ist, es war mit einem Zylinder etwas und dieser eine Zylinder, der lief halt nicht ganz rund. Okay. Wir hätten damit weiterfahren können, das wäre kein Problem gewesen. Ja. Aber die wollten das halt fixen und um es zu reparieren, mussten sie die Maschine stoppen. Okay. Ah. Ne? Also klingt jetzt ein bisschen dramatischer, aber ist natürlich schön, wenn man so eine Geschichte erzählen kann. Mitten auf dem Atlantik Maschinenschaden. Absolut. Ist natürlich klasse. Ne? Aber guck mal, vom Licht her könnte das schlimmer sein, oder? MSC Mombasa hier. Aber auch schön, so ein Schiff mal in voller Fahrt zu sehen. Guckt euch mal vorne die Bugwelle an. Wie schön ist das denn? Wow. Richtig toll. Oh, das Geräusch dazu. Der Hessenblitz haut 10 Euro raus und möchte wissen, ob es AIDA-Reisen speziell für Familien gibt oder ist das immer bunt gemischt? Also das ist grundsätzlich ist AIDA immer für Familien geeignet. Es gibt immer mal wieder Themenreisen, aber gerade zu den Ferienzeiten sind halt super, super viele Kinder an Bord. Da muss man gar nicht so darauf achten, dass man da etwas Besonderes erwischt. Das ist grundsätzlich immer möglich. Schau mal die Wellen hier, wie die jetzt auf uns treffen. Ja, richtig schön, richtig toll. Und eben hatte ich noch die Frage gesehen, wie ist denn das eigentlich mit Rollstuhlfahrern und Kreuzfahrten? Hast du da Erfahrungen mit? Ja, also die Schiffe, umso neuer, desto barrierefreier sind sie in der Regel. Hier AIDA Prima Perla, das sind ja, ich sage immer Prima Perla, weil sie baugleich sind. Das sind wirklich die beiden Schiffe, die nahezu identisch sind. Die sind schon sehr, sehr gut dafür ausgebaut. Also vielleicht ist dir schon aufgefallen, aber überall, das ist barrierefrei, es sind keine Schwellen, keine hohen Hürden, die es teilweise auf älteren Also Schiffen höchstens mal hier auf dem Balkon. Ja gut, das ist jetzt, aber das ist ja auch keine barrierefreie Kabine. Die barrierefreien ist auch Quatsch hier mit dem Wind. Ja, genau. Das ich kann das nochmal zeigen. Wir haben hier also direkt, Gott, jetzt haben wir natürlich Gegenlicht. Hier ist draußen so ein Windschild quasi. Dieses hier. Ja. Und das ist natürlich so ein bisschen im Weg.
Genau. Aber es gibt die barrierefreien Kabinen, die ideal ausgestattet sind dafür. Auch ins Bad geht es dann ohne Barriere. Dann ist alles dafür ausgestattet mit der Dusche, dass es eben dass das alles riesig groß ist, den Duschvorhang gibt. Auch die Kleiderschränke sind dafür ausgestattet. Das ist alles möglich und alles vorhanden. Auch mit Balkonkabinen tatsächlich auf den neueren Schiffen. Ja. So, oh, hier kommt eine Frage nach der anderen. Mensch, ich kann mir die hoffentlich alle merken. Janni möchte wissen, wie es eigentlich dazu kam, dass wir beide zusammen eine Kreuzfahrt machen. Tja. Ja, wir kommen beide aus Bielefeld. Und dann haben wir auf Tinder, hat das gematcht irgendwie. Na, Kreuz. Nein, nicht ganz. Nein, also es war ganz einfach. Der Fabian war mal im Winter zu Gast in einem Stream, da hatten wir ihn dazugeschaltet. Und ich hatte dann immer erzählt, ich habe noch nie eine Kreuzfahrt gemacht. Und Fabian hat dann einfach ganz spontan im Stream gesagt, du, lass uns doch einfach zusammen eine Kreuzfahrt machen. Habe ich da einfach mal 2 Nächte drüber geschlafen und dachte mir, hey, ist eigentlich eine coole Idee, wenn eine Kreuzfahrt dann mit jemandem, der auch so ein bisschen Plan hat. Ist für mich halt auch schön, einen Gesprächspartner zu haben. Ja, absolut. Einfach auch mal ein paar mehr Infos, weil ich da ja dann schon eher Laie bin. Ja, und so ist das dann gekommen. Und dann haben wir halt die Kreuzfahrt ausgesucht und so weiter. Ne? Genau, Ja, richtig. ja. Ich glaube, das erste Mal Kontakt hatten wir im Oktober, November so um den Dreh. Da haben wir mal telefoniert. Und dann war ich zu Gast bei dem Stream das ein oder andere Mal. Und dann war das so ich habe das dann so gesagt und dann kam von den Zuschauern ja direkt, mach das mal. Und da war richtig Begeisterung und dann kamen wir auch fast nicht mehr raus aus der Nummer. Ja, und jetzt sind wir hier, ist doch großartig. Ja. Dann war hier nochmal die Frage nach Adult Only. Das gibt es aber nicht bei AIDA, ne? Nee, bei AIDA nicht. Es gibt einige wenige Reedereien, die das so anbieten, aber es ist echt eine große Ausnahme und auf dem deutschen Markt im Grunde auch nicht relevant. Ja, genau. Wobei ich das ja ehrlich gesagt gar nicht schlecht finde, ne? Aber es ist ja, also was ich finde, also man hört das manchmal, es gibt zum Beispiel in Hamburg Restaurants, einige wenige und die landen dann natürlich gleich in den Medien, weil sie plötzlich der Meinung sind, sie möchten jetzt Kinder nicht mehr bedienen. So, und wenn du sagst Adult Only, kriegst du auch gerne gleich mal den Stempel eines Kinderhassers auf, wobei das meiner Meinung nach ja totaler Quatsch ist. Ne? Ja. Also es geht ja einfach darum, etwas gerecht für gewisse Zielgruppen zu machen. Ne? Von daher finde ich es auch vollkommen legitim zu sagen, man macht eine Kreuzfahrt nur für Erwachsene. Denn also es kann dir natürlich auch passieren, dass du auf AIDA bist in den Ferien und das halbe Schiff voll mit Kindern ist. Das ist so. Ja? Also es gibt Reisen, da sind deutlich über 1000 Kinder an Bord. Ja. Aber deswegen ist es gerade, das ist natürlich dann auch wieder, das ist halt wieder, es ist immer wieder der Aspekt, wie wichtig halt die Beratung ist, weil wenn man ruhesuchend ist und nicht so gerne mit vielen Kindern reist und eher ein Adult-Only-Schiff bevorzugt, dann wäre man hier in den Sommerferien oder auch in anderen Ferien nicht ideal aufgehoben. Das ist einfach, da kann man nicht drum herum reden, das ist einfach so. Und insofern, wichtig, da entsprechend die richtige Beratung zu erfahren. Ja, ich kann hier leider, also einige Sachen sind hier immer noch kaputt. Okay. Ja, hier haben so ein paar Systeme heute Probleme. Claudia schreibt, in 74 Tagen Koffer packen in Hamburg und ab nach New York. Mein Schiff 1 wird sein. Ja, das ist schön. Ja, sehr, sehr cool. Ich kann leider jetzt nicht sehen, wie lange ihr dabei seid, Claudia. Unsere Apfeltelefonwinker. So. Felix meint, Ferienreisen sind allgemein teurer. Haben wir denn aktuell Ferienzeit eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Oder Also wenn geht das überhaupt, jetzt schon los? dann, also wir hatten ja jetzt Pfingsten und also ich weiß, Niedersachsen hatte Pfingsten noch einen zusätzlichen Ferientag. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Bundesländer Ich schau mal gerade über nach der Pfingsten noch Feriendichte. Wir haben jetzt ja heute den 12.06. Aber klar, über Schulferien zahlst du natürlich immer einen Aufschlag. Ne? Ja. Also jetzt diese Woche tatsächlich Baden-Württemberg und Bayern. Ach hier, der Stefan schreibt es auch im Chat. Bayern und Baden-Württemberg haben Ferien. Also 29% der Einwohner Deutschlands haben gerade Ferien. Ja.
Michael sagt, so leise kann man da schlafen. Ja, schon. Also das Einzige, was ich gemerkt habe, du hast natürlich dadurch, dass du hier im Wind bist, es gibt immer irgendwelche Geräusche. Ne? Klar. Ja. Also ich glaube, wer wirklich absolut geräuschempfindlich ist, der muss dann eher eine Innenkabine nehmen. Ja, das ist so. Aber du hast ja auch eine Hängematte, hast du die schon entdeckt? Ja, ich habe die vorhin schon einmal entdeckt hier. Ich werde die wahrscheinlich, wenn wir gutes Wetter haben, mal aufbauen und hier eine Runde chillen. Na, das ist schon echt. Und das ist auch ein großer Vorteil bei diesem Eckbalkon hier vorne, dass so viel Platz ist, weil diese normalen Balkone, da ist es so, dass wenn die Hängematte aufgespannt ist, dass hier kaum noch Personen dann sich aufhalten können. Sie ist halt komplett einmal drüber und das ist so eng, kein Platz mehr. Ja. Marcello, ich streame jetzt immer noch über 5G. Also wie gesagt, ich wollte morgen mal das Bord-WLAN ein bisschen testen und ausprobieren. Wir haben schon gemutmaßt, dass es wahrscheinlich zum Streamen nicht reicht, eher so ein bisschen zum E-Mail, WhatsApp, mal nach Hause telefonieren und solche Geschichten. Aber also es ist schon nicht schlecht, dadurch, dass es ja auch über Starlink läuft. Das kann schon funktionieren. Du, schauen wir mal. Vielleicht funktioniert es ja. Also vielleicht, also wenn das gut funktioniert, dann würde ich morgen mal einen kleinen Starlink-Teststream von Bord machen. Die Frage ist halt immer, wie zuverlässig es funktioniert. Wenn es dann vielleicht mal 3 Minuten geht und dann wieder 1 Minute nicht reicht, das ist natürlich dann nicht so schön für einen Stream. Also ich selber habe ja auch eine Starlink-Antenne und benutze die zum Beispiel bei so Events wie Hafengeburtstag als zusätzliche Leitung, weil natürlich schnell mal das 5G-Netz überlastet ist. Und Starlink ist schon gut, muss man sagen. Du hast da gute Durchsatzraten, das ist schon eine tolle Sache. Das Problem an der Geschichte ist, zumindest so bei den kleinen Starlink-Sachen, die du so für privat bekommst, die haben halt, wenn du streamst, immer so alle paar Minuten wechseln die diese Satelliten. Also die Satelliten sind ja immer so, sind ja immer so Formationen von mehreren Satelliten, die quasi über uns hinweg huschen und hin und wieder muss halt müssen diese Satelliten gewechselt werden. Und da gibt es immer einen Einbruch. Das merkst du nicht, wenn du jetzt konsumierst. Also wenn du jetzt zum Beispiel YouTube guckst oder Netflix guckst oder so, dann merkst du das nicht. Das wird alles rausgepuffert. Aber wenn du jetzt in die andere Richtung streamen willst, dann merkst du es halt, ne? Weil die Bitrate immer mal gerne in den Keller geht. Ne? Und hier teilen sich halt 5000 Menschen diesen Starlink-Anschluss. Ne? Das darf man da auch nicht vergessen. Also die haben ja einige von den Platten oben an Deck. Man sieht die ja auch teilweise, aber klar. Ja, ich werde es mal testen. Es gibt ja auch unterschiedliche. Es gibt dann ja Premium, dann gibt es den normalen, ne? Genau, priorisierten Zugang und so weiter und so fort. Ne? Hast du schon ausprobiert? Also geschaut, wo du es buchen kannst? Oder? Ja, klar. Also ich habe mir das auch jetzt schon gebucht. Ne? Ich habe jetzt einfach für die ganzen Tage fertig einmal. Aber hier ist jetzt noch so gut 5G. Ich weiß gar nicht mit was für einer Bitrate wir jetzt aktuell streamen. Guck mal, wir streamen jetzt mit 35 Megabit. Also das ist über 5G noch absolut im top-grünen Bereich. Ne? Top. Robert hat jemanden im Wasser entdeckt. Kann das? Baden da welche? Das kann sein. Ich komme leider nicht so super nah dran. Achso, so. Baden da welche? Ihr habt größere Displays. Nee. Die spazieren da ich zoome gerade mit dem Handy ran, die spazieren da durchs. Ach so, die warten also weil gerade Niedrigwasser ist hier. Ah, okay, ja, das kann sein. Dadurch gehen die da spazieren, aber die sind nicht am Baden. Ja. Tatsächlich, da ist jemand im Wasser. Ne? Robert, das weiß ich nicht, ob die Crew eigene Internetzugänge hat, aber es wird wahrscheinlich zumindest mal, ach guck mal, da wird doch gerade, ich bin zu spät, da wird gerade Flagge ab Vormast eingeholt. Also mit Sicherheit gibt es einen Internetzugang, der fürs Schiff ist, für administrative Dinge und so weiter. Weißt du das, die Crew selber für Privatgebrauch? Die können auch Tarife buchen für sich. Aber die haben jetzt nicht nochmal ein eigenes, die nutzen das dann wahrscheinlich von den Gästen vermutlich. mit. Ne? So detailliert bin ich da jetzt nicht drin, aber also die haben auf jeden Fall auch die Möglichkeit,
das Internet zu nutzen. Ja. Ich weiß es halt nur von den Containerschiffen. Da ist es dann immer so, dass zumindest eine gewisse Bandbreite für alles Administrative, für schiffseigene Dinge reserviert ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier ähnlich ist. Ja. Ja. Ja, das gibt einen schönen Sonnenuntergang, ne? Ja. Steffen, ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, was das für eine Flagge war. Ich habe das gar nicht richtig gesehen und warum die eingeholt wird. Ich glaube, das war die Rostocker Flagge, die vorne am Bug hängt. Wegen Rostock eben als Firmensitz. Ich habe sie noch im letzten Moment gesehen und ich glaube, das ist die Rostocker Flagge. Ah, okay. Ja, die ist dann auf See, machen sie die wahrscheinlich, holen sie die rein. Ja. Weil das einfach, die gehen halt schnell kaputt, ne? Ja. Apropos Flaggen, ich habe von unserem Grafiker endlich die ersten Vorschläge bekommen für unsere Hamburg Hafen Live Flagge. Also wird es demnächst wahrscheinlich geben. Wow. Ja, wir haben so oft Leute, die auf den Schiffen sind und die haben immer gesagt, Mensch, habt ihr nicht irgendwas zum Winken und so. Ja. Und dann kam die Idee, dass wir mal eine eigene Flagge machen und der Cool. Philipp, unser Grafiker, der hat auch diese ganzen Möwen und so entworfen. Der hat jetzt mal ein paar Vorschläge geschickt für eine Flagge und da war schon was bei, was mir gefallen hat. Cool. Ja. Diese Ruhe ist gerade toll, oder? Einfach nur so ein ganz Das ist so bisschen geil. Meeres- oder Flussplätschern in dem Fall jetzt ja hier noch. Willst du Prosecco? Danke, alles gut. Ich habe mir eben erstmal die Pulle aufgemacht. Stress verarbeiten. Das musste sein. Ja, hier war eine Flasche Prosecco. Und da musste ich erstmal, ja. Henrik, ganz lieben Dank für 5 €. Er wünscht uns eine schöne Zeit auf See. Ja, ich glaube, hier fahren wir jetzt eine kleine Rechtskurve, ne? Ja. Beziehungsweise Steuerbord. Matthias schreibt, er steht gleich in Altenbruch im Watt, ist auf Höhe der roten Container. Ja, Matthias. Ihr fordert uns heute aber echt heraus mit Leuten, die wir an Land spotten müssen. Ja. Nächstes Mal müssen wir ein Fernglas mitnehmen. Ja. Vivo, nee, das war keine Überraschung von Fabian. Das war, glaube ich, hier von der AIDA. Also, man muss ja fairerweise dazu sagen, dass der Fabian das schon sehr lange macht mit den Kreuzfahrten. Und dadurch, dass er halt da auch jetzt Reisebüro, vorher YouTube, hat er natürlich gewisse Kontakte. Die Reedereien haben da natürlich auch Interesse an Berichterstattung. Und deshalb haben wir jetzt auch hier einen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin, die auch weiß, dass hier gestreamt wird. Wir haben da jetzt nicht irgendwie eine große Sonderbehandlung, aber da gibt es dann halt mal einen Gruß wie eine Flasche Prosecco und vielleicht können wir da auch mal was organisieren, dass man eventuell mal auf die Brücke kann oder so. Ne? Genau, Solche Sachen, mal schauen, die also. sind da vielleicht möglich, aber das gucken wir alles dann die Tage. Ne? Ich informiere halt grundsätzlich immer das Schiff, wenn ich komme, damit die Bescheid wissen, dass sich nicht jemand wundert, weshalb wir hier mit Kameras rumlaufen Ja. etc. Das ist halt einfach wichtig, dass sie einmal Bescheid Nee, ist wissen. auch, sollte man auch machen. Ne? Und ich meine, im Grunde genommen ist es ja auch für die Reedereien immer eine schöne Werbung. Aber einfach so an Bord kommen. Es gab da auch mal, ich glaube, irgendwo in Amerika gab es mal jemanden, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Auch ein ganz großer YouTube-Kanal. Ich glaube, die haben sich irgendwie mit MSC Ach so, in die Haare ja. bekommen und Richtig. sind Ja. dann entweder von Bord geflogen oder sind Genau. selber runtergegangen. Was ich aber ganz gut fand, die haben auch zum Beispiel gesagt, sie haben immer alle ihre Reisen selber gebucht. Ne? Die haben immer alles selber bezahlt Genau, und haben ja. dann da gefilmt und quasi Ja. Tests von den Schiffen gemacht. Und mit irgendeinem hat das dann nicht gepasst. Ja, das ist dann natürlich, Ja. wenn die Crew da nicht Bescheid weiß und dann da aufwendig Videos gemacht werden, dann stehen da Fragezeichen und dann weiß die Crew an Bord teilweise nicht damit umzugehen und dann kann halt sowas daraus resultieren. Und um das zu vermeiden, ist es halt besser, wenn man es vorher immer anspricht. Stefanie möchte wissen, wie man denn diese Kabine vorne am Bug buchen kann.
Bei den Experten, würde ich sagen. Also ich würde mal sagen, einfach mal im Kreuzfahrtstudio anrufen. Genau, Ne? gerne bei uns Bescheid geben, anrufen, per E-Mail auf unserer Website vorbeischauen, also kreuzfahrtstudio.de, da sind ja auch alle Kontaktdaten. Denn ja, wir kennen halt die Kabinen und wissen, wo ist es gut, wo ist es nicht gut und können euch da bestmöglich beraten. Wir sind ja täglich von 9 bis 21 Uhr, 7 Tage die Woche erreichbar und damit entsprechend der perfekte Ansprechpartner für euch. Also wenn da Interesse besteht, jederzeit sehr gerne. Aber grundsätzlich ist es schon so, wenn man eine bestimmte Kabine haben will, ist das kein Last-Minute-Schnäppchen, sondern das ist dann eine sogenannte Premium-Buchung. Der Premium-Tarif, ne? genau, richtig. Ja. Ja. Diese Last-Minute-Schnäppchen sind immer so, dass dann die Kabine zugeteilt wird. Also es ist dann der Vario-Tarif bei AIDA oder bei meinem Schiff heißt es Pur oder Plus. Da ist es so, ihr sagt, ihr möchtet eine Balkonkabine, das heißt, ihr habt definitiv einen Balkon, aber wo, ob seitlich, vorne, hinten, oben, unten, das entscheidet die Reederei. Eben die Kabinen, die dann noch übrig sind sozusagen. Guck mal, Fabi Cruz fragt hier noch, ne? Ist nicht Fabian vom Kreuzfahrtstudio, sondern Fabi Cruz, der fragt, als kleiner YouTuber braucht man keine Drehgenehmigung oder sowas. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, ne? Ja. Natürlich wird unheimlich viel privat gefilmt. Die Frage ist immer, wann kippt das Ganze, dass es dann öffentlich ist. Und also ich sag mal, ein offizieller Tipp von mir wäre, lieber fragen vorher, als ungefragt irgendetwas zu veröffentlichen. Ja. Ja. Also es ist ja mal auch was anderes, oder es ist ja ein Unterschied, lädt man ein Urlaubsvideo hoch oder ist da eben ein redaktioneller Ansatz, ein journalistischer Ansatz mit drin? Was ist das für eine Berichterstattung? Also ich erinnere mich damals vor vielen, vielen Jahren, als ich das aus dem Hobby nur herausgemacht habe, dann war Ida Stella mal, war ich dann im Wellnessbereich und wollte vom Wellnessbereich was aufnehmen. Hatte dann dort gefragt, ob es möglich ist, als der dann zu war, also als keine Gäste natürlich drin waren, mal einen Rundgang aufzunehmen. Und dann wurde ich am nächsten Tag eben vom General Manager angesprochen und der hat gesagt, Mensch, wir freuen uns, dass du da bist, aber sag vorher gern Bescheid beim nächsten Mal. Dann wissen wir auch Bescheid und können das entsprechend einordnen, weil dann eben, wenn ich da im Spa-Bereich frage, kann ich hier mal ein Video machen, die natürlich gar nicht wissen, was hat er jetzt vor? Wofür? Und wenn ich es dann kurz erkläre, dann ist es eventuell auch noch nicht verstanden worden oder da müssen die nochmal Rücksprache halten, was ja auch richtig und verständlich ist. Aber deswegen ist es besser, in der Regel das anzumelden. Ja, ihr habt das ganze Thema ja auch mitbekommen jetzt in letzter Zeit, wo ich immer mehr die Drohne zum Einsatz gebracht habe. Ne? Einfach so ungefragt fliegen kann man machen. Muss man aber nicht. Sollte man besser nicht. Ja, aber wenn man neue Freunde bei der Polizei haben möchte, dann lässt man das lieber. Lässt man das lieber. Ne? Und ja, es ist einfach schwierig geworden. Ne? Es ist alles öffentlich, man kann alles sehen. Also ich denke auch, man sollte Respekt haben vor den ganzen Menschen an Bord. Man sollte niemanden ungefragt filmen. Natürlich huscht ja immer mal jemand durchs Bild. Klar. Lässt sich alles nicht vermeiden. Ne? Aber grundsätzlich sollte man sich immer die Frage stellen, auch wie man das selber gerne hätte. Ne? Also wenn wir jetzt noch weiter nach Steuerbord fahren, haben wir gleich die Sonne richtig schön im Vormast. Ne? Das wird auch so sein, ja. Jannik möchte wissen, für was das Radar im Vormast ist, weil sich das gerade nicht dreht. Ich kann es dir nicht genau sagen, das müsste mal einer von unseren nautischen Experten sagen. Meine Vermutung wäre jetzt, dass das einfach ein Backup-Radar ist, was da vorne ist. Gefährliches Halbwissen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei Hafenmanövern an ist. Okay. Dass es jetzt halt im Fahrtbetrieb nicht benötigt wird, aber ich glaube, bei Hafenmanövern, gerade wenn es enger wird, dann wird das immer noch mal zusätzlich eingeschaltet. Ach so, vielleicht hat es einfach vom Abstrahlwinkel, am Heck ist einfach nähere Objekte. Am Heck ist auch noch mal eins. Okay, ja, das macht natürlich Sinn. Ja, ne? Genau, richtig. Macht natürlich Sinn. Ne? Zens, ja, das ist noch Elbe hier, wo wir sind. Absolut. Wir befinden uns noch auf der Elbe. Ja, und der Plan ist jetzt so ein bisschen zu streamen noch, bis der Sonnenuntergang ist. Sag mal, bis wann kriegen wir Essen? Du hast doch hier die AIDA heute bekommen, oder? Ja, genau. Ich habe da zwei so... Genau, das ist hier deine Tageszeitung. Die kommt, am ersten Tag kriegt man die noch einmal gedruckt. Die nächsten Tage ist sie dann über das Bordportal abrufbar oder an der Rezeption verfügbar. Und auf der Rückseite stehen die ganzen die ganzen Öffnungszeiten generell von allen Bereichen hier an Bord.
Und eben auch die Restaurants. Also Buffets alles, bis 21:30 Uhr. also alles bis gleich. Genau, außer hier die scharfe Ecke oder Tapas Bar, wo wir da heute schon mal kurz vorbeigeschaut haben, bis 23 Uhr. Und die scharfe Ecke mit der Currywurst bis 1 Dann Uhr essen wir nachts. nachher noch ein paar Tapas. Zum Beispiel, genau. Also da gibt es noch Möglichkeiten. Aber die Buffet-Restaurants bis 21:30 Uhr. Ja. Katrin fragt, ob wir alle den kleinen Fisch am Mast sehen. Ja, ich habe mich eben auch schon gefragt, ob das ein Fisch ist, aber in der Tat sieht das so aus, ne? Das ist ein Fisch, kann ich dir auch erklären, wofür der ist. Die Brücke ist ja hier komplett verglast. Das heißt, Ja. der Kapitän hat nicht die Möglichkeit, den Wind zu spüren. Er sieht sie halt nur über seine Messinstrumente. Und der Fisch zeigt halt immer die Windrichtung an. Ah, Das heißt, das ist, ohne dass irgendwo ein kompliziertes Messinstrument mit digitalen Anzeigen abgelesen werden muss, die nautische Crew muss nur einmal nach vorne schauen und sieht direkt, von wo kommt der Wind. also wie so ein Wetterhahn. Ja, So, jetzt im muss Grunde ich schon. erstmal ganz schnell hier ein Vorschaubild für den Stream machen. Oh nein, zu spät, aber ich brauche ja nachher irgendwas, was ich als Preview-Bild, als Thumbnail noch einfüge. Das ging jetzt aber ruckzuck, dass die Sonne am Mast vorbei war. Ja, wir drehen gerade ein. Ja. Ah, ist das geil. Also, Ja, da haben wir schon einen guten Tag erwischt. absolut. Junge, Junge. Jetzt musst du dir vorstellen, übermorgen fahren wir hier und rechts und links über 1000 Meter hohe Berge. Das ist der Also Wahnsinn. ich freue mich schon drauf. Gerade hier diese Position. Perfekt, besser geht's nicht. Ja. Ja. Man merkt auch an der Kamera, dass wir jetzt nach Steuerbord drehen. Also ihr seht, dass das Bild insgesamt schiefer wird. Also Ja. das Schiff legt sich Ja. wirklich in die Kurve. Stefan fragt, ob es einen Best Burger gibt. Ist das was von AIDA? Best Burger at Sea gibt es auf einigen Schiffen, aber hier auf der Prima und Perla nicht. Ah, okay. Es wurde auf der Nova und Cosma, also auf den ganz großen neuen, eingeführt und jetzt auch nachträglich noch auf den kleineren, älteren Schiffen eingebaut. Ja, ist ja mal sehr hochtrabend der Name, wie ich finde, Best Burger at Sea. Der ist gut, aber Ja. ob es der beste auf den Weltmeeren ist, sei mal Ja, dahingestellt. Stefanie fragt, ob sie auch mit dir fahren kann. Mensch, Stefanie, du hättest einfach eher buchen müssen. Du hättest jetzt dabei sein können. Ja, genau. Also was wir haben vom Kreuzfahrtstudio aus, und das ist tatsächlich vielleicht für den einen oder anderen interessant, wir haben Gruppenreisen, die durch mich auch begleitet sind. Das machen wir in der Regel auf kleineren Schiffen, also nicht auf AIDA oder so, weil die Schiffe einfach zu groß und unpersönlich sind, um sich regelmäßig wiederzusehen. Ne? Das machen wir zum Beispiel mit Explorer Journeys, mit einer tollen Reederei, die Luxusmarke von MSC, maximal 800, 900 Gäste an Bord. Da bietet sich das ganz gut an im Oktober dieses Jahr zum ersten Mal. Nächstes Jahr sind auch tolle Reisen geplant, zum Beispiel von Island über Grönland nach Kanada, eine Mega-Route und auch im östlichen Mittelmeer. Und im Februar fahre ich bei Kunden von uns in die Antarktis. Das wird auch super Da hätte spannend. ich ja auch mal Bock drauf auf Antarktis, ey. Das ist halt echt Wann, mega. wann ist das? Im Februar. Was ist letzter Preis? Ja, der letzte Preis ist in der Antarktis halt relativ hoch. Ich fürchte, mit Anreise kommt ja auch dazu. Genau, Ne? ja. Also pro Person geht das so bei 16.000 € los. Das ist schon heftig, aber dafür, Da geht die hätte ich Reise so einen Bock drauf. 20 ey. Tage. Ja. 20 Tage und mit den Pinguinen, mit den Eisbergen, mit den Gletschern. Kleines Schiff von Hapag-Lloyd, die Hanseatic Spirit. Ja, 199 Gäste maximal im Expeditionsbetrieb. Das ist schon sehr besonders. Dann machen wir noch eine Gruppenreise dieses Jahr im November, Dezember von Kapstadt in Richtung Seychellen. Also es gibt die Möglichkeit, mit uns vom Kreuzfahrtstudio zu reisen. Denn Gruppenreisen sind auch immer mal wieder bei uns auf dem Programm. Lina fragt, ob das schon Cuxhaven ist. Ja, jetzt gleich. Ne? Und hier ist noch eine Fotografenfrage, ob es irgendwelche spürbaren Vibrationen gibt. Nee. Also das Stativ steht hier wirklich absolut ruhig. Ja. Und ich denke auch nicht, dass es Vibrationen gibt, weil wir hier weit, weit weg von der Maschine sind. Wenn überhaupt, kann es mal ein bisschen Seegang geben. Ne? Guck mal hier, da lagern ganz viele Windradflügel. Also wenn es Seegang gibt, ist der natürlich hier vorne auch am stärksten zu spüren, das ist klar.
Aber dann kann man, glaube ich, auch nicht von Vibrationen sprechen. Ne? Ja, das sind dann eher andere Bewegungen, genau. Ja, ja. Vestas Windanlagen ist das. Dankeschön. Kai sagt, eine 16.000 € Sammlung muss her. Boah, also das ist schon... Das ist aber auch so mit das Teuerste, was man machen kann. Also nicht das Allerteuerste, aber mit das Hochpreisigste, was man machen kann auf so im Kreuzfahrtbereich. Mhm. Ja, aber dafür dann natürlich auch ein mega Erlebnis, muss man sagen. Ne? Ja. Das ist so. Ich habe das mal gemacht vor 3 Jahren mit der MS Hamburg. Das war das ist die Reise, an die ich mich am stärksten zurückerinnern kann, die mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Weil es ist unglaublich beeindruckend, dort in dieser Natur zu sein, sanft dort unterwegs zu sein, also nicht mit tausenden Gästen, sondern eben mit 200. Ganz sensibel zu sein, die ganzen Gummistiefel, die Ausrüstung, das wird vorher alles abgesaugt und gereinigt, damit wir bloß keine Pilze oder was weiß ich, Samen dahin bringen, die dann dafür für Arten sorgen, die da nicht hingehören. Das ist schon also sehr, 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 sehr außergewöhnlich. Ja. Es ist ja auch so, wenn die Schiffe Ballastwasser nehmen, also wenn die zum Beispiel hier in der Nordsee Ballastwasser nehmen, das dürfen sie nicht irgendwo in China wieder rauspumpen. Ne? Genau. Wobei China weiß ich jetzt nicht, ob es da so strenge Vorschriften gibt, aber gibt ja... ja, es gibt da auf jeden Fall strenge Regeln. Ja. Es gibt ja, welche Organisation ist das denn nochmal, die auch für Umwelt, ist das die IMO auch, International Maritime Organization? Unter anderem. Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall gibt es da internationale Organisationen, die sich halt auch um Umweltstandards auf Schiffen kümmern, auch was Recycling, Entsorgung und so weiter angeht. Ne? Ja. Stefanie möchte wissen, was die besten Routen sind. Ich glaube, das ist sehr individuell, aber... Das ist wirklich individuell. Also Norwegen, was wir jetzt machen, gehört für mich persönlich zu den Favoriten, weil eben wunderschön landschaftlich so viel zu machen und kurz von der Anreise mit dem einen Seetag. Karibik ist natürlich toll, aber halt weit vom Flug. Ich finde, das Mittelmeer im Sommer ist auch wunderschön. Gerade auch das östliche Mittelmeer mit den kleinen griechischen Inseln, das hat alles was. Es gibt so viel und es kommt immer sehr auf die Bedürfnisse an. Ja. Der Senator möchte wissen, ob es auch eine Weltreisekreuzfahrt von einem deutschen Anbieter gibt. Ja, absolut. Auch mit AIDA, ne? Ja. Die machen, glaube ich, einmal im Jahr eine große, geht auch meistens in Hamburg los, ist auch immer ein riesen Tamtam, also dann ist auch immer Big Auslaufen. Habe ich letztens erst noch für Kunden gebucht. Das ist natürlich was ganz Besonderes und das war wirklich eine schöne Geschichte, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere. Die kamen nämlich zu uns vor Ort. Tatsächlich gibt es ja auch immer mal wieder, dass Kunden vor Ort kommen und wollten eine Reise machen, 55 Tage von Mallorca nach Singapur oder Bangkok und dann von da aus weiterreisen. Die hatten ein halbes Jahr so ein Sabbatical genommen und meinten dann, okay, wir wollen einfach von da aus dann weiterfliegen und dann immer mal von Hotel zu Hotel und dann noch in die Südsee und dann noch nach Australien und noch nach Südafrika. Und umso mehr Ziele sie aufzählten, hatte ich immer mehr die Weltreise vor Augen, weil ich dachte, das passt doch. Dann habe ich es einfach mal angesprochen und im ersten Moment merkte ich so, noch nicht so richtig überzeugt. Aber dann alles so aufgeführt und am Ende haben sie es gebucht. Also nicht an dem Tag, aber 2 Tage später. Und waren so dankbar für diesen Impuls. Sind dann aber auch gleich irgendwie 100 irgendwas Tage, ne? 126, ja. Wahnsinn. Da war mit Amazonas noch mit dabei, unten die Allee der Gletscher, Hätte ich so einen Bock Patagonien, drauf, Südsee ist mit dabei, Australien, Südafrika, also wirklich so viele Highlights. Und jetzt die diesjährige Weltreise mit der Aida Diva, die führt dann auch durch den Panama-Kanal, da ist, glaube ich, San Francisco mit dabei, da ist Hawaii mit dabei, ist wirklich großartig. Panama-Kanal bin ich schon durchgefahren. Ah, cool. Da kann ich einen Haken dran machen. Ja, immerhin, das ist doch schon top. Aber hier, hey, es ist gar nicht mehr so weit. Der John haut noch 2 € Superchat raus und sagt, sind jetzt nur noch 15.998 Euro. Dankeschön. Und Wiese wie Koppel verlängert das Prime Sub auf Twitch. Herzlichen Dank dafür. Volvic hat 500 Bits rausgehauen. Danke dafür. Danke, danke, danke. Ach, guck mal, hier haben wir die Blue Aspire.
Ist schon, also zeitlich haben wir das jetzt schon, haben wir schon echt Glück, ne? Ja. Dass wir jetzt auch so lange Licht haben. Das stimmt. In Norwegen haben wir ja eigentlich immer Licht. Ja. Ab, was hast du nachgeguckt? Ab 4 Uhr, 3 Uhr? Ja, 3:50 irgendwas. Uhr Sonnenaufgang, aber das heißt ja, es ist vorher auch schon hell. Also das dämmert dann ja schon. Ich glaube, dass es nicht richtig finster wird auf der Reise da oben. Geil. Also es ist immer eine Dämmerung zu sehen. Sonnenuntergang war 23:30 Uhr, das heißt, es ist dann so bis 1:30 Uhr, 2 Uhr noch hell. Das ist vielleicht mal eine Stunde dunkel, wenn überhaupt, und dann geht es auch schon wieder, schon wieder hell. Jan fragt, wo man uns treffen kann an Bord. Ja, durch Zufall, ne? Ist das. Also wir haben heute schon ein paar Leute getroffen, ne? Also einige so von Leuten, die du kennst, und einige jetzt auch hier, die Hamburg Hafen Live kennen. Ich denke, man läuft sich dann irgendwie über den Weg. Flobeck, nee, wir haben kaum Windgeräusche. Vorhin, als ich angefangen habe mit dem Stream, hatten wir mal ein bisschen Wind, der hier reingezogen ist. Aber jetzt hält sich das in Grenzen. Jetzt sind wir auf jeden Fall in Cuxhaven. Und die Kugelbarke sieht man auch schon. St. Pauli Dorte, die Kabine, die ich jetzt habe, ist Deck 9. Ja, ich muss ja auch für meine YouTube-Videos ein bisschen was machen. Von daher würde ich mich wieder Fabian, verabschieden. ich werde jetzt hier noch einen kleinen Moment bis zum Sonnenuntergang. Ja. Ich werde nämlich die Ausfahrt auch noch mal filmen und alles aufnehmen und noch mal ein bisschen was einsprechen, damit das YouTube-Video nachher auch am Ende natürlich sehenswert ist. Ja, du brauchst ja auch tolles Licht, das muss man ja ausnutzen. Das ist jetzt gerade dafür sehr gut geeignet, aber ich dachte, ich komme wenigstens noch mal kurz vorbei. Nein, das ist super, das ist total gut. Ich würde dir nachher noch mal schreiben, wenn ich hier, vielleicht kriegen wir es ja noch hin, ob wir noch einen Snack da an der Tapas-Bar oder so nehmen. Ne? Ja, sehr schön, alles klar. Dann würde ich dir das Mikrofon geben. Ich wünsche den Zuschauern einen schönen Abend und dann sehen wir uns da dann. Geht der Mann noch mal ins Bild. Ja, falls es morgen nicht klappt mit dem Internet, dann spätestens ja übermorgen aus Norwegen, denke ich mal wieder. Ich wünsche euch also einen schönen Abend und wie gesagt, wenn ihr was buchen möchtet, dann immer gerne im Kreuzfahrtstudio melden. Ja. Ich wünsche jetzt erstmal hier noch ein tolles Genießen des Sonnenuntergangs und werde noch ein bisschen fleißig sein und was für YouTube aufnehmen. Das werden wir hier definitiv genießen. Ja, Fabian, super. Vielen Dank. Bis später. Ne? Danke dir, bis später. Ich gebe es einfach mal. Ja, ich mache das aus. Tschüss. Ja, ist doch eine schöne Sache mit dem Fabian, oder? Da habe ich auch jemanden, der so ein bisschen Rede und Antwort stehen kann. Und ich glaube, man merkt schon, dass er schon 2, 3 Kreuzfahrten gemacht hat. Dirk möchte wissen, was ich für eine Ausrüstung habe. Wir haben so einen Equipment-Link, vielleicht können wir den noch mal posten. Da kannst du nachgucken, was ich so verwende. Wobei ich jetzt hier auf dem Schiff ein doch etwas abgespecktes Setup habe. Ich muss gestehen, wenn ich gewusst hätte, wie geil dieser Balkon ist, ne? Ich hätte so aufgefahren. Ich hätte hier mit 2, 3 Kameras, mit Bildmischer, ich hätte hier alles aufgebaut auf den Balkon. Da bin ich ja nicht von ausgegangen, das wusste ich ja nicht, dass das so krass ist. Dann hätte ich jetzt hier echt mein Studio aufgebaut. Ich wäre wahrscheinlich die ganzen 10 Tage nicht vom Balkon gekommen. Ich bin davon ausgegangen, dass ich immer übers Schiff laufen muss und dann vielleicht auch mal oben an Deck das Stativ aufbaue und so. Aber ich denke mal, das hier, das ist schon echt super komfortabel. Skinner, der Kanal von Fabian, ich glaube Kreuzfahrtstudio heißt der auf YouTube. Kreuzfahrtstudio bei Fabian oder so. Also wenn du Kreuzfahrt Fabian suchst, dann müsstest du ihn eigentlich finden. Ne? Waves to Wonders möchte wissen, welche Linsen ich mit habe. Also ich habe einen 24 bis 105 dabei, das habe ich jetzt auch drauf. Und noch einen 70-200. Ne? So. Ups. Da haben wir die alte Liebe in Cuxhaven. Auch ein toller Platz. Da habe ich ja auch schon einmal einen Livestream gemacht. Neversec fragt, wann es ungefähr morgen losgeht mit dem Livestream. Also höchstwahrscheinlich gar nicht. Wie gesagt, ich will eventuell mal testen morgen,
ob das funktioniert mit dem Bord-WLAN und Starlink. Aber ich habe mir ehrlich gesagt auch morgen vorgenommen, den Seetag, Schiffserkundung, selber mal ein bisschen runterkommen, bisschen mit Fabian quatschen, vielleicht den einen oder anderen hier an Bord treffen. Und sobald wir dann in Norwegen sind, dann geht das ja Schlag auf Schlag. Dann werde ich wahrscheinlich morgen streamen, ich werde abends streamen, ob wir zu den Landgängen nochmal streamen, weiß ich nicht. Aber da wird einiges kommen. Also könnte mir schon vorstellen, dass wir auf 15 oder 20 Streams kommen auf dieser Reise, wenn nicht sogar noch mehr. Von daher denke ich morgen Pause. Es kann sein, dass ich morgen dann so einen kleinen Teststream mache, mal mit dem Bord-WLAN. Aber ansonsten erstmal nichts. Ach, guck mal hier die Kugelbarke, ne? Leute, Leute, was ist denn das bitte wieder für ein Sonnenuntergang? Sensationell. Sensationell. Lina, ich bin 10 Tage unterwegs. Oder sind es 11 Tage, 10 Nächte? Also auf jeden Fall bin ich am Sonntag wieder da, den 22. Basti.de ist da und schreibt krasses Bild. Basti, moin mein Lieber. Ich freue mich, dich zu sehen. Oh, mit der Kugelbarke ist das aber auch toll, oder? Gucken, ob ich hier schnell ein Foto mit meinem Handy hinbekomme. Ach, jetzt ist sie eh schon vorbei. Ich muss mal schnell meine andere Kamera holen. Ich habe ja noch eine für Fotos dabei. Och, Objektiv. Oh, das ist noch gar nicht zusammengebaut hier. So ein Schmarren. Natürlich bin ich wieder mal zu spät für alles. Zu spät für alles. Ja, ja. Haut raus die Sprüche von wegen Vorbereitung und so. Boah, ist aber trotzdem geil. Richtig cool. Richtig cool. Almut, ich danke dir vielmals für 2 Euro Superchat. Und Captain Jack, welcome on board. Danke für dein Sub. Ganz lieben Dank dafür. Volker lässt auch nochmal 2,49 da. Er sagt, traumhaft schön. Ja, es ist mal was anderes an Streams, ne? Aber ich glaube, der Sonnenuntergang, den geben wir uns. Den geben wir uns heute. Radon sagt, das Schiff, was wir da hinten sehen, müsste die neue Werk sein. Ach, das wäre ja toll. Das wäre ja cool. Das freut uns natürlich ganz besonders. Vielleicht ist sogar der Captain Jan an Bord. Den haben wir ja beim Hafengeburtstag kennengelernt. Waves to Wonders, ja, wir fahren auch nach Geiranger. Gustav, nee, meine Frau ist leider nicht mit. Das ist die traurige Geschichte. Wir haben ja einen alten Hund und das jetzt schon ein paar Mal gesagt, die Hunde stehen für uns über alles. Mögen wir nicht mehr weggeben. Und ja, die Idee ist ja so ein bisschen entstanden, dass Fabian gesagt hat, komm, lass uns doch zusammen eine Kreuzfahrt machen und dann natürlich hier auch so ein bisschen was für YouTube machen und streamen und so. Aber ich werde das definitiv nachholen. Gute Reise wünscht Stefan Schmidt. Stefan auch schon 25 Monate dabei. 5,99 von Michael Keller für eine schöne Zeit. Callisto, danke dir für deinen Sub auf Twitch. Und Manuela Wasmann ist da, 2 Euro Superchat. Holzi haut eine 5er Subbombe raus für diesen geilen Sonnenuntergang auf Twitch. Herzlichen Dank dafür. Und Meister Röhrig ist da. Eckart, die Russen kommen. 12 Monate auf dem Fischmarkt.
So, einmal da zur Kugelbarke rüber. Da kommt man doch auch hin, ne? Von da kann man doch auch filmen. Aber ich glaube, da muss man ein Stück laufen. Kann das sein? Ich glaube, so richtig komfortabel ist das nicht für mich mit meinem Bollerwagen. Ja, bald geht die Sonne unter. Leute, ich muss mir aber trotzdem mal kurz ein kleines Jäckchen holen. Ich lasse euch mal mit diesem schönen Bild einen kleinen Moment alleine. Da bin ich wieder. Übrigens, Thema Steckdosen war ja... Oh, jetzt will ich aber ein Foto machen von dem Segelboot. Schnell, schnell, schnell. Thema Steckdosen. Hattet ihr gesagt, ich muss unbedingt was mitnehmen. Gibt wenig Steckdosen. Ja, es ist so. Aber immerhin gibt es 2 Steckdosen hier auf der Kabine. Da komme ich eigentlich ganz gut mit klar. Ist nicht so super üppig, aber das meiste ist ja heutzutage über USB oder USB-C. Und ich habe jetzt 2 USB-C-Netzteile oder Ladegeräte mit... Ich glaube, einer hat 6 Anschlüsse, dann nochmal 2 und das passt eigentlich ganz gut. Ne? Almut fragt, wie lange es noch dauert, bis die offene See kommt. Du, das dauert gar nicht mehr so lange. Vivo, nein. Ein Rutschenvideo wird es nicht geben. Obwohl, wer weiß, wenn Alkohol im Spiel ist. Wir müssten noch so ein bisschen nach Backbord drehen, dass wir das Schiff mit reinbekommen. Ja, Janik, das ist sensationell. Also die Zuschauerzahlen. Ich freue mich total, dass ihr so einen Bock darauf habt, das hier mit mir zu teilen. Macht richtig Laune. Oh, Bastian sagt, ist asphaltiert der Weg zur Kugelbarke. Ah, okay. Danke, danke. Flobeck, nee, auf dem Bugbalkon war ich noch nicht. Wir hatten aber vorhin drüber gesprochen. Du bist wahrscheinlich etwas später dazu gekommen. Werde ich mir alles angucken. Boah, jetzt bräuchte ich natürlich dieses fette 600 mm Objektiv. Da ist ein Schiff direkt hinten hinter der Sonne. Ja, genau. Mit 2 Long Island Iced Tea klappt es dann auch mit der Rutsche. Ganz genau, ihr Lieben. Ja. Jan, ich weiß gar nicht, ob wir die Aida Luna noch in dem Stream sehen. Also Plan ist jetzt bis Sonnenuntergang. Ich weiß auch gar nicht genau, wie lange das Netz hält. Ich denke, ein bisschen geht das schon noch. Willkommen an Bord, lieber Peter. Danke für deine Mitgliedschaft.
Gute Reise wünscht der Groma und ist 11 Monate dabei. 100 Bits von Waufzibär. Robert, danke für deinen Prime-Sub. 17 Monate von Biggie Rose. Und sagt, in Cuxhaven hat sie mich live gesehen. Ach, da ist auch, glaube ich, irgendwie so eine Cam, ne? Da ist irgendwie Schiffsansagedienst oder so. Irgendwie sowas ist das. 7 Monate der Bunny. Genießt die Ferne, Paddy, und lieben Dank für die tollen Bilder, obwohl ich diese Kreuzfahrt-Bottiche echt nicht mag. Ja, das ist so, das ist halt so ein zweischneidiges Schwert, ne? Ich bin ja auch jemand, der eigentlich immer gesagt hat, ach nee, Kreuzfahrtschiffe, so diese schwimmenden Hotels, ist eigentlich nicht meins. Und als ich eben das erste Mal am Buffet stand und dann vor mir irgendwie, ich weiß nicht wie viele 100 Leute, da muss ich auch sagen, fand ich nicht so geil. Aber das jetzt hier und generell an Bord habe ich das Gefühl, es verläuft sich, wenn man halt nicht zu den Hauptstoßzeiten zum Essen will. Na, also, aber fragt mich mal nach der Kreuzfahrt, wie mein Fazit ausfällt. Bei Helgoland ist die Luna, ja, ich glaube, dann sehen wir die nicht mehr. Das kriegen wir nicht mehr hin. Dakarex, nee, wir haben keinen Discord. Weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, was wir auf einem Discord-Server, was wir da machen sollen, ne? Ach, guck mal hier. So habe ich doch noch ein bisschen mehr Weitwinkel. King Kong fragt, ob ich nicht Angst habe, dass sich das Handynetz auf das maritime Netz umstellt und dann hohe Kosten verursacht. Nee, ganz ehrlich gesagt wüsste ich nicht, warum sich mein Handy jetzt einfach so auf ein maritimes Netz umstellen sollte. Außerdem sind wir hier noch in Küstennähe, ne? Aber du, muss ich mir ehrlich gesagt mal angucken. Aber es ist ja auch so, wenn Handys sich in irgendwie neue Netze einbuchen, dann melden die sich ja auch. Also dann gibt es ja auch meistens irgendwie eine SMS. Es ist ja auch nicht so, dass immer, wenn man mal eine Minute in einem falschen Netz ist, man gleich hunderte Euro los ist. Also das ist ja eher so, wenn man dann da sehr lange was drüber macht, ne? Tata, ich weiß gar nicht, ob es einen Zimmerservice gibt. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, ne? Jetzt habe ich natürlich einen schönen Flair da. Oh, Leute, Leute. Gehen die Bilder, oder? Gehen. Nein, Ask, ich habe mich vorher nicht gewogen. Aber wenn das so weitergeht wie heute, dann nehme ich ab auf der Kreuzfahrt. Dark Chris, ich grüße Helgoland gerne für dich. Danke für 5 Euro. Lucifer haut auch noch mal ein 100er Bits raus. Dankeschön. Leute, diese Ruhe, also alleine für diese Elbpassage hat sich diese Kreuzfahrt schon gelohnt. Z ist sie Hammer. Sie Hammer.
Wann ist denn offiziell hier Sonnenuntergang eigentlich? Ich denke mal so ja, wenn die so tief steht, dauert das nicht mehr lange. Ne? 10 Minuten ist sie weg. Das kann man doch auch jetzt hier als Dauerschleife Beruhigungsvideo verkaufen. Tobi, du musst mal auf den Wesselfinder gucken. Ich weiß nicht, was hier an Schiffen auf Rede liegt. Und ich bin jetzt Cuxhaven vorbei. Hallo, moin. Gerade meinen Nachbarn hier kennengelernt. Ich mache einen Livestream, falls Sie sich wundern, was ich hier die ganze Zeit sabbel. Ich gar nicht. Wo wird der nachher zu sehen sein? Der läuft jetzt auf YouTube. Und später auch abrufbar? Später auch abrufbar. Hamburg Hafen Live nennt sich das. Schon mal gehört? Ja. Das wäre cool. Haben Sie auch schon vor der Kamera gestanden? Ich habe da auch schon vorgestanden, ja. Das ist jetzt unsere erste Fahrt mit so einem Schiff. Deswegen hatte ich ein paar Videos im Vorfeld gesehen. Vielleicht Ja. habe ich da schon mal was gesehen. Das ist das erste Mal? Ja. Ich auch das erste Mal. Ach so? Ja? Überhaupt eine Kreuzfahrt? Ja. Also bisher habe ich nur Containerschiffe gefahren. Wie, selbst gefahren oder? Ne, mitgefahren. Ja. Mitgefahren. Ne? Okay. Ja. Können wir du sagen? Wie heißt du? Tobias. Tobias. Ja. Ich bin Patrick oder Paddy. Ja. Die nächsten Tage könnte sein, dass ich hier öfter rumstehe mit der Kamera und am Sabbeln bin. Ja, cool. Ja. Ich hoffe nicht zu laut, nicht, dass ich jemanden wecke. Guck. Fotografiere ich auch nur zeitweise, weil ich weiß, dass andere das richtig gut können. Ja, der Sonnenuntergang, also das ist jetzt, ist schon ein bisschen schön, oder? Ja. Aber das ist ja natürlich hier auch traumhafte Kabine. Ja, also ich bin auch so glücklich über die Kabine hier. Bin ich wieder da? Darf ich gar nicht erzählen, was passiert ist. So peinlich wieder. So peinlich. So peinlich. Aber noch rechtzeitig zum Sonnenuntergang. Ja, ganz einfach. Es ist eine Powerbank leer. Allerdings habe ich irgendwie eine halbe Ewigkeit gebraucht, bis ich den Fehler gefunden hatte. Weil ich dachte, also noch nie war eine Powerbank, die das macht, leer. Weil die eigentlich Ewigkeiten reicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass die nicht ganz aufgeladen war. Naja, gehört dazu. Hat nur ein bisschen gedauert, bis ich das rausgefunden habe, was da los war. Nee, verpasst habt ihr in der Tat nichts, Almut. Und danke, dass ihr ungeduldig geblieben seid. Boah, guckt euch das mal an. Ach, guck mal, jetzt kriegen wir noch, je nachdem welchen Kurs wir fahren, können wir noch so ein bisschen den Mast mit reinnehmen. Stefan möchte wissen, wie es kommt, dass der Stream nicht abbricht, sondern so ein Bild dann kommt. Ja, weil der Stream selber, der läuft über einen Server. Der steht im Rechenzentrum und das Gute ist halt, dass ihr deshalb nicht rausgeschmissen werdet. Also ihr bekommt dann halt dieses Wartebild, wo dann steht, hier ist gerade irgendwas mächtig im Eimer. Und das hat schon Vorteile, ne? Weil sonst, wenn man direkt halt streamt zu YouTube oder Twitch,
Bei Twitch ist es halt so, wenn es abbricht, dann wird hier erstmal ein neuer Stream erstellt. Bei YouTube kommt dann dieses Buffering-Bild und man wird dann rausgeschmissen. Und so bleibt das dann quasi alles bestehen. Ich bräuchte nur mal irgendwie noch eine lustige Animation, dass alle sich darauf freuen, dass der Stream mal abkackt. Ja, Andi, genau. Einmal mit Profis. Peter verlängert seinen Sub. 2 Monate, Dankeschön. Und der Jörg lässt auch nochmal 5 Euro da. Ich danke dir, mein Lieber. Stefan, unsere Grafiken, die macht tatsächlich ein Grafiker, der Philipp, ein Freund von mir. Und der hat das echt gut drauf. Also der macht das, ist auch sein Job, also er macht das professionell für im Bereich Werbung. Und den habe ich halt damals gebeten. Ich habe gesagt, Mensch, ich habe das hier vor mit Hamburg Hafen Live und so weiter. Und mein Wunsch war eigentlich von Anfang an immer, dass das Ganze irgendwie so ein bisschen schön und stimmig aussieht. Weil ich dachte mir, wenn man auf so einen Kanal draufkommt, dann sollte das so einen gewissen Wiedererkennungswert haben. Und ich finde, das hat Philipp echt toll gemacht. Diese ganze Welt mit den Möwen und so weiter. Also das ist schon echt, das ist wirklich toll geworden. Also ich bin da so verliebt. Ich wollte Philipp immer mal in den Stream holen, dass er mal erzählt. Aber Philipp lehnt das kategorisch ab. Der hat da überhaupt keinen Bock drauf. Hätte ihn euch gerne mal vorgestellt. Flobeck, nein, hier ist absolut kein Windgeräusch. Absolut nichts. Wolwig, ich danke dir vielmals. Paddy nix ist peinlich. Wir bekommen einen Stream mit super Qualität, tollen Informationen und bester Unterhaltung. Nur Hamburg Hafen Live liefert solchen nautischen Content. Wir sind einfach happy dabei zu sein. Ich danke dir für 20 Euro Superchat und dieses mega tolle Kompliment, mein Lieber. Das freut mich wirklich sehr. Ja, ich weiß, das muss einem auch nicht peinlich sein. Das ist ja eher dieser Moment, wo man dann nach dem Fehler sucht und ihn nicht findet. Ich muss mal gerade den Filter aufdrehen. Dann so, jetzt geht's. Dunja und Manu lieben die mürrische Möwe. Ja, die ist auch toll, die mürrische Möwe. Danke euch für 17 Monate. Wahrscheinlich kommt die mürrische Möwe auch mit auf unsere Hamburg Hafen Live Flagge. Ich habe das vorhin in dem Stream schon mal erzählt. Philipp hat, also da viele gefragt hatten, Mensch, habt ihr nicht irgendwie so eine Flagge oder so, womit man auch mal ein bisschen vom Schiff winken kann, wenn man in Hamburg ausläuft. Und Philipp hat jetzt mal ein paar Entwürfe gemacht. Das Gute ist, diese Flaggen sind nicht so wahnsinnig teuer, sie sind leicht, man kann die sehr leicht, sehr schön zusammenfalten und dann mitnehmen. Ute sagt, Neuwerk ist in Sicht. Ja, da muss Tanja jetzt mal bei dem Jan anrufen, dem Captain, und sagen, dass ich hier komme mit dem Livestream. Mein lieber Schatz, bist du da? Ruf doch mal den Jan an. Sag ihm doch mal, dass wir ihm entgegen... Oder frag doch mal, ob er an Bord ist. Wir kommen entgegen. Das müsste die Neuwerk sein. Oder? Helft mir bitte. Ist das die Neuwerk? Ach, Tanja schreibt, es gibt gleich einen Gruß von Jan. Wie geil ist das denn? Jan Cordes, Captain auf der Neuwerk. Wie geil ist das denn? Leute, Eskalation! Ich drehe mal ganz schnell meinen ND-Filter ab. Nee,
Ich gehe jetzt noch einmal, bevor ich den abdrehe, auf die Sonne. Die geht nämlich da hinten unter. Guckt euch das an. Was für ein tolles Bild. Ach, Jan hat es schon geschrieben. Ja, ich habe leider nicht alles gesehen im Chat. Die wichtigen Dinge überlese ich immer ganz gerne. Das kann ich ganz hervorragend. Frag mal Tanja, wie gut ich darin bin, wichtige Dinge zu ignorieren. Ach, da ist der Jan. Weiß ich doch schon, dass ihr kommt, schreibt er. Mensch, Jan, moin, mein Lieber. Das ist ja ein Ding, dass ich dich hier treffe. Wie geil ist das denn? Wie cool ist das denn? Das passt ja auch zeitlich. Die Sonne ist gleich weg. Ja, die Aquarius ist hier gleich vorbei. Von der Neuwerk kommt gleich noch ein Gruß. Den Captain da drauf kennen wir. Ach so? Der kommt will gleich mit Lichthupe vorbeikommen. Ah, okay. Ja. So, Sonne ist weg. Dann nehmen wir gleich mal die Neuwerk ins Visier. Ich hoffe, ihr habt auch schon unser Video gesehen mit dem Zusammenschnitt der ganzen Schiffshörner. Da ist ja auch die Neuwerk mit dabei. Was für ein tolles Finale für diesen Tag. Sensationell. Ja, was jetzt? Schiffneuwerk, Inselneuwerk, Neuwerk vor Neuwerk. Ja, Basti, ich weiß es doch. Mit dem alten Setup wäre das hier alles eine Katastrophe geworden. Ich weiß es. Grüße aus Elba kommen von Thomas, der auch schon seit 15 Monaten dabei ist. Ich drehe mal ganz schnell den ND-Filter ab. Dass wir hier nicht gleich Lichtprobleme kriegen. Ich habe das Gefühl, dass aber alle irgendwie ein bisschen langsam unterwegs sind. Könnt ihr mal gucken, mit welchen Geschwindigkeiten die Neuwerk und die AIDA fahren? Wir fahren 17 Knoten, okay. Wie cool. Ach, die Neuwerk ist nicht auf dem Wesselfinder, okay.
Auf jeden Fall ist da Licht an. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich drehe mal das Bild etwas dunkler. So langsam verabschieden sich hier meine ersten Netze. Ich hoffe, wir kriegen den Stream noch anständig zu Ende. Blinkt wie ein Tannenbaum. Wie cool. Wie cool. Liebe Grüße, Jan und Crew. Was für ein cooler Abschluss. So. Ja, ihr Lieben, und damit verabschieden sich jetzt hier tatsächlich die ersten Netze. Also ich habe jetzt auch Probleme, auf den Server zu kommen. Das heißt, wir werden jetzt gleich so ganz langsam hier mal in den Feierabend gehen. Aber ich glaube, das war schon echt ein bisschen schön, oder? Das war doch echt ein toller erster Tag. Mir richtig gut gefallen. So, gleich ist die Neuwerk auch weg. Ja, ich bedanke mich schon mal bei euch, dass ihr heute so viel eingeschaltet habt, dass ihr so lange dabei wart, also dass ihr mitgefiebert habt, mitgechattet habt. Also es war wirklich sensationell, muss ich sagen. Mir hat das richtig gut gefallen, dieser erste Tag. Ich werde, glaube ich, ja, weiß ich nicht, ob ich gut schlafen werde. Gucken wir mal. Ob dann morgen was passiert, das weiß ich noch nicht. Wie gesagt, ich werde mal gucken, ob ich dann das Bordnetz ein bisschen hier testen kann. So, ich kann mich doch auch noch mal hier in der Kamera zeigen, oder? Sekunde einmal. So. Also ihr Lieben, ja, ich habe es schon gesagt, also es war echt ein schöner Start, Wetter war perfekt, Auslaufen war toll, waren schöne Momente, sehr emotional, richtig tolle Highlights, hat richtig Spaß gemacht, auch das erste Interview mit dem Fabian, also ich glaube, da merkt man schon, dass er ein bisschen Ahnung hat von Kreuzfahrten. Hat mir richtig, richtig gut gefallen, ist vielleicht auch ganz gut, dass ich morgen den ersten Tag verdauen kann. Wir werden uns dann spätestens übermorgen sehen. Ich denke mal frühmorgens zum Einlaufen in Flom. Uhrzeit kann ich euch noch nicht genau sagen, aber auf jeden Fall geht da eine Info dann über WhatsApp raus. Kann aber sein, dass es schon relativ früh sein wird, dass ich zumindest die Kamera hier anschmeiße.
Ja, ich will gar nicht so wahnsinnig viele Worte verlieren. Die Kreuzfahrt hat gerade erst angefangen. Euch ein dickes Dankeschön für diesen tollen Tag, dass ihr dabei wart, dass ihr mitgechattet habt, dass ihr den Kanal wieder so wahnsinnig toll unterstützt habt. Vielen, vielen Dank. Danke natürlich auch an unsere lieben Moderatoren. Ich sende ganz viel Liebe an euch. Ohne euch wird das alles nicht funktionieren. Und ein besonderer Gruß geht natürlich an meine liebe Frau Tanja raus, die jetzt zu Hause sitzt, sich hoffentlich mit mir freut, aber natürlich auch eine Träne verdrückt, wenn sie sowas Schönes hier sieht. Ja, ihr Lieben, macht's gut. Ich würde sagen, bis zum nächsten Stream. Schlaft alle gut. Tschüss.